Hm. Mit dem Körper durch den Raum reisen, also einfach irgendwo hinzureisen, erinnert mich jetzt an Star Trek, an diesen Q, der überall hingehen und alles Mögliche tun kann, wozu er Lust hat. Ja, ich kenne Star Trek. Man erkennt an den darin verbreiteten Inhalten sehr schön gewisse Entsprechungen zum Club. Und die verdeckte Message, das Glück für die Menschheit läge in einem großen intergalaktischen Club aus verschiedensten Spezies. Diese Figur Q aus der Serie kenne ich auch. So wie diese Figur sich durch den Raum und die Zeit bewegt, wird es für uns spirituelle Menschen irgendwann in etwa auch sein. Aber die Menschheit wird nicht mit solcher Arroganz, selbstgerechtem Egoismus, tierischen und kindischen Destruktivitätsanteilen ausgestattet sein wie diese völlig negativ überzeichnete Figur Q aus Star Trek. Diese geistig transzendente Figur, die so überaus negativ dargestellt ist, dient übrigens dazu, alle anderen Entwicklungstendenzen, die möglich sind, also spirituelle Entwicklungen, dem Menschen vorzuenthalten und diese als den falschen Weg zu präsentieren. Dafür sind solche Science-Fiction-Serien und Filme da. Sie sind Anregungen und Visionen für ein Leben in einem intergalaktischen Club. Sie sollen den Menschen den Weg dorthin vorebnen und schmackhaft machen. Medial groß vermarktete antike Mythen und Anekdoten über außerirdische Besucher, Atlantis, Pyramiden, religiöse und antike Geheimnisse, angebliche Zeitreisen, Paralleluniversen und vieles mehr sind Methoden der Elitenlakaien, um die Menschheit mental und emotional auf den Club sowie auf eine transhumanistische Existenz auszurichten und vorzubereiten. Solche Filme, Serien und Dokus sind alles Täuschungen und/oder Manipulationen und keineswegs Ideen und Visionen freier Menschen. Akte X ist so ein Beispiel. Auch wenn die Serie vorgibt, kritisch und misstrauisch mit den einzelnen Themen umzugehen, trägt diese Serie durchweg zur puren Verwirrung, Ablenkung, Verdrehung und Desinformation bei und soll in uns vor allem einen Kanal öffnen, über den wir dann in eine bestimmte Richtung angeschoben werden können, wenn eines Tages die Begegnung mit Außerirdischen stattfindet, angeblich Jesus wiederkehrt oder andere obskure Dinge, die auf Erden liefen, herauskommen sollen. Überhaupt Science Fiction, vor allem der den Weltraum und Außerirdische betrifft. Die damit und darin unterschwellig transportierten Botschaften dienen nahezu alle dem Zweck, die Menschen auf eine künftige Existenz als interstellar reisende und interstellar existierende Spezies einzunorden. Anhand der heutzutage allerorten gezeigten Science-Fiction-Filme und Serien werden wir Menschen langfristig in unserem kollektiven Unterbewusstsein darauf vorbereitet, wie eine Art Köder. Daher ist in Science-Fiction-Serien und Filmen auch vieles so überzeichnet. Außerirdische Protagonisten werden meist positiv, weise und/oder unschuldig dargestellt, zum Beispiel die Sitcom Alf, sodass man ein Bild vom guten und sogar witzigen Außerirdischen vermittelt bekommt. Es gibt in solchen Filmen und Serien, die sich mit dem Weltraum und Außerirdischen beschäftigen, natürlich auch böse Außerirdische. Doch alles zusammen dient vor allem der Gewöhnung an das Thema außerirdische Präsenz. Und böse Außerirdische werden in solchen Filmen dann beispielsweise durch Zusammenarbeit oder Verbündung mit guten Außerirdischen beseitigt. Böse Außerirdische stellen im Science-Fiction also eher einen Katalysator dar, der einen kommenden Kampf von guten gegen böse Außerirdische vorwegnimmt und uns dies ins Unbewusste einpflanzt, falls so etwas vom Club für die Menschheit inszeniert werden müsste. Wo wir gerade dabei sind: In solcher Science-Fiction wie Star Trek wird das interstellare Reisen in einem Raumschiff als ganz natürliche Entwicklungskonsequenz einer jeden Spezies vorgestellt, als sei dies der einzig wahre und richtige Entwicklungsschritt, als gäbe es keine Alternativen dazu, während die Helden und Storys in diesen Filmen und Serien überwiegend inspirierend für die einzutrichternde Idee, Moral und den kommenden Lebensstil agieren, wie eine Werbung. Im Kern soll uns Menschen über all diese Formate langfristig subtil vermittelt werden, wohin unsere Entwicklung technisch, sozial und spirituell gehen müsse, und dass wir sonst eine unterentwickelte, zurückgebliebene, aggressive und
eine im Grunde sozial primitive und fehlgeleitete Spezies seien und wir uns einer besseren und höheren Idee anschließen müssten, um da herauszukommen. Und diesen Eindruck könnte man durchaus bekommen, wenn man sich die Zustände auf unserem Planeten anschaut, wenn man nicht wüsste, wer aktiv daran mitarbeitet, die Situation für uns Menschen so miserabel zu gestalten. Denn was meinen Sie, warum wir so viele Probleme haben? Das hat nichts mit tatsächlich vom Menschen selbst erzeugten und immer wiederholten aufgezählten politischen und wirtschaftlichen Problemen oder dem angeblich angeborenen bösartigen Verhalten zu tun oder der scheinbaren Unfähigkeit der Menschheit. Das wird alles in die Wege geleitet, unterstützt, konstruiert und gezielt kontrolliert von außerirdischen Mächten, dem uralten irdisch-digitalen Adel und ihren mehr oder weniger ergebenen, gutgläubigen Eliten. Deswegen läuft es so schlecht. Stück für Stück kommen so unsere außerirdischen Blauerer ihrem Ziel, die Menschheit durch Digitalisierung ihrem Club hinzuzufügen, näher. Am menschlichen Individuum soll eine absolute Neuordnung der alten Strukturen auf diesem Planeten vorgenommen werden, die jeden Menschen absolut kontrollierbar machen soll. Damit dann, egal welches Szenario man für die Gleichschaltung der Menschen durch die einzuleitenden Katastrophen verwendet, die angestrebte Digitalisierung in den nächsten Jahrhunderten durchgeführt werden kann. Hm. Sie sprachen gerade auch an, dass mythische Dinge aus der Antike ebenfalls zur Verwirrung und Desinformation der Menschheit herhalten müssen. Zum Beispiel das untergegangene Atlantis, ein Thema, das ja seit jeher mit wilden Theorien lukrativ vermarktet wird. Oder all die antiken Bauwerke und weltweit existierenden mythologischen Orte, wo einschlägige Sachbuchautoren immer gleich mit außerirdischen Theorien und anderem Zeug daherkommen. Ist da was dran? Ja und nein. In erster Linie steckt dahinter bewusst über diese Autoren gestreute Desinformation, die die Assoziation mit einem Ort, einem Bauwerk oder einer Geschichte umdeuten und auf die Digitalisierung und die Begegnung mit Außerirdischen vorbereiten soll. Man müsste in diesem Zusammenhang immer erwähnen, dass es bereits sehr fortschrittliche hochtechnologische Zivilisationen von Menschen auf diesem Planeten gab. Ich meine keine Hochkultur, sondern hochtechnologische Zivilisationen, so wie wir eine solche derzeit auf Erden haben. Diese existierten zweimal, und alle gab es sehr viele Jahrtausende vor unserer bekannten Zeitrechnung, denen der Club aber deren Untergang zugestehen musste. Das gehört zur Philosophie und Ideologie des Clubs dazu, denn eine intelligente Spezies, die vom Club beeinflusst wird, muss den Umgang mit den ihr eingegebenen technischen und sozialen Entwicklungen selbst hinkriegen. Das heißt, eine jede beeinflusste intelligente Spezies muss von ihrer stattfindenden technischen und sozialen Entwicklung immer auch persönlich überzeugt und erfasst sein. Das ist Bedingung. Wenngleich man dazu sagen muss, dass eigentlich alle technischen und sozialen Entwicklungen Vorgaben und Eingaben des Clubs in die menschliche Zivilisation sind. Wie Menschen aber mit diesen Eingaben umgehen, ist ihnen selbst überlassen. Das muss frei bleiben. Das heißt, sehr viele Erfindungen, soziale Richtungen, wirtschaftliche Modelle, Philosophien und Entwürfe fürs Leben dieser modernen Welt kommen direkt vom Club. Sie werden bestimmten Menschen an vielen Orten der Erde gleichzeitig in die Gehirne gespielt, um die Durchsetzung dieser Ideen zu forcieren. Nun, wenn eine irdische Zivilisation mit den vom Club eingegebenen sozialen und technischen Anstößen nicht zurechtkommt, geht diese hochtechnologische Zivilisation unter. Und das soll und muss so sein. Für den Neustart beseitigt der Club dann die Überbleibsel und letzten Reste, lässt aber zweckdienliche Trümmer für Mythen bestehen. Der Club ist in der Lage, alles von der Vorgängerzivilisation aufzulösen, zu verdampfen, zu neutralisieren oder umzuwandeln, den Planeten geologisch so neu zu gestalten, dass kein Hinweis mehr übrig bleibt, wenn sie es nicht wollen. Alles wird perfekt zurückgesetzt und original wiederhergestellt. Selbst archäologische Funde, Mineralien, Gesteine, Erdschichten, Bodenschätze, Flora und Fauna. Nur der Kern des digitalen Adels bleibt von all den Auflösungen verschont und wird erneut eingesetzt.
Dann wiederholt sich das ganze Spiel. Der Club wendet sich nach einigen Jahrhunderten ihres versteckten Einflusses wieder an die mächtigsten Menschen der bis dahin herangezogenen frühzivilisatorischen Zeitepoche, erklärt ihnen fadenscheinig, warum man die Menschheit dahin lenken müsste, wo sie hin soll, und sagt ihnen dann, wie unter der Etablierung eines weltweiten Sonnenkults und anderer Mythologien, Philosophien und Religionen das Ganze kontrolliert vorangetrieben wird. Den menschlichen Eliten wird dann der alte digitale Adel aus der Vorgängerzivilisation vorgestellt. Sie stimmen dann brav nickend zu und verabreden die Bedingungen für die Unterwerfung des Planeten und seiner intelligenten Spezies erneut. So findet es jedes Mal statt und auch auf jedem zu unterwerfenden Planeten oder Mond mit bewusstem, intelligentem Leben. Die Eliten und andere Mächtige können aber auch nichts dagegen tun. Würden sich die Eliten dagegen wehren, würden sie beseitigt werden. Die meisten Machtmenschen auf Erden ließen sich natürlich freiwillig darauf ein, aus Gier und luxuriösen Vorteilen. Denn sie erhalten bzw. erhielten hohe Privilegien, vom Zugang zu Technik bis hin zu körperlichen Anpassungen und fortschrittlichster medizinischer Zuwendung, durch die sie relativ lange leben können. Der dadurch in alle Religionen eingepflochtene oder reaktivierte Sonnenkult erleichtert es dann gegenüber Völkern, Königreichen und Menschen, Ziele bequem und einvernehmlich durch und umzusetzen. Vielen Zuschauern wird das an dieser Stelle vielleicht nicht schmecken, aber der überwiegende Teil unseres geistig-spirituellen Erbes auf Erden ist nicht von uns selbst. Schauen Sie sich mal die Religionen genauer an, wie sie historisch gewachsen sind, aus was sie stammen, wie sich ihre zentralen Inhalte zwar scheinbar veränderten, aber doch immer wiederholten und auf gleiche Weise zusammensetzten. Dann werden Sie sehen, warum Religionen da sind, wozu es sie gibt. Auch erkennt man daran, wie lange diese außerirdischen Spezies uns schon belauern. Es gibt in diesen Sonnenkultreligionen natürlich auch Ansätze unserer alten menschlichen Originalspiritualität, aber die sind verwaschen und gehen in dem ganzen Tamtam um die Sonnenkultreligion und anderen Religionswahnvorstellungen völlig unter. Unsere originalspirituellen Wurzeln haben rein gar nichts mit den Zielen und Ansätzen der in unsere Zivilisation gepflanzten Religionen zu tun, mit Anbetung eines höheren Wesens oder von angeblichen Göttern und Erleuchteten in Tempeln. Auch nicht das Hoffen auf den kommenden Erlöser, den Messias oder die Unterwerfung gegenüber Gott. Unsere menschliche Originalspiritualität fordert, dass es nicht um scheinbar Heiliges, um Scheinheiliges gehen darf oder ums Anbeten und Verehren generell, dass es keine Tempel, angeblich erleuchtete und vermeintlich heilige Orte braucht, sondern dass wir uns auf unser Inneres konzentrieren müssen, um nach außen kommen und dann wahrlich heimgelangen zu können. Nur so, ohne vorsätzliche Suche nach dringender Weisheit und ohne den klugen Wahnsinn von Religionen, kann ein Mensch sein spirituelles Wesen und spirituelle Fähigkeiten wiederentdecken. Das in uns ist etwas ganz anderes, etwas Positives und Konstruktives und braucht keine aussaugende Verehrung. Spiritualität darf sich nie um Unterwerfung, Gehorsamkeit, Demut oder Angst drehen. Vor allem nicht um Selbstvergessen oder um vermeintliche Erleuchtung. Das alles kennzeichnet die Unterdrückung und Versklavung, egal wie schön der Tempel, wie besänftigend die Weisheiten des Brahmanen und wie scheinbar befreiend die Worte des vermeintlich Erleuchteten auch scheinen mögen. Wenn dieses original spirituelle Wissen wieder zurück in die Menschen gelangt, was passiert dann mit den uns eingepflanzten Religionen? Und was ist das für eine Philosophie, die diese Außerirdischen haben? Taugt das überhaupt etwas? Kehrt die Originalspiritualität in die Menschen zurück, werden sie erschreckt und erbost feststellen, dass sie sich Monstern und ihren Lakaien unterwarfen, aus denen nichts als faulig stinkende Ideen herauskamen. Verzeihen Sie diese Ausdrucksweise, aber das gibt genau das wieder, was die sind: faulig. Es ist zwar nicht unsere Aufgabe zu bewerten oder zu kommentieren, was da für ein philosophisches Konstrukt diese Wesen vereinnahmt, aber vor dem Hintergrund der stattgefundenen Dinge, die diese außerirdischen Wesen taten, kann man ihre Philosophie und Techniken,
die sie anhand bestimmter Methoden und Konstrukte anderen Zivilisationen überstülpen, nur von muffeligen Ideen zur Vermoderung des Innersten sprechen, ihres Innersten. Ihre Seele, faulig und stinkend wie verdorbene Milch. Man kann im übertragenen Sinne sagen, diese Wesen sind meckernde, intergalaktische Ziegen, und sie können nur widerliche Ziegenfürze aus ihrer ranzig gewordenen und geringen Ziegenmilch absondern. Das soll diese Wesen nicht abwerten, sondern sie nur sinnbildlich einmal von außerhalb ihrer eigenen beworbenen Darstellung karikieren. Die können das verstehen, als eindeutige Diagnose zur Auflösung und Dysfunktion ihrer Gedärme, ihres mit vergorener Milch befüllten Bauchhirns. Eine grausige energetische Selbstverstümmelung, die sie durch ihre Digitalisierung vornahmen. Und sie machen bei anderen Spezies mit dieser Form von Digitalwerdung weiter, obwohl sie doch schon längst wissen, wie sehr man dieses Bauchhirn doch benötigt. Ohne es verdirbt das Herz, die Seele. Auch wenn bei den meisten dieser Wesen schon vor ihrer Digitalisierung die Seele schlecht entwickelt war. Das hört sich nicht gerade schön an. Ich höre da vor allem jetzt heraus, dass diese außerirdischen Wesen fehlentwickelt sind. Nicht aber fehlentwickelt. Ja, intellektuell sind sie brillant, gar keine Frage. Aber sie sind nicht nur intuitiv fehl, sondern vor allem auch unterentwickelt. Und sie sind eine Gefahr für jede Form sich selbst erkennender, intelligenter und spiritueller Individuen. Für eine Spezies, wie wir sie sind. Wenn wir zu einer eigenen spirituellen Entwicklung fähig sind, was sind wir dann für eine Spezies? Was werden wir sein und was werden wir tun? Wir sind Teil eines heimkehrenden Bewusstseins, des hyperdimensionalen Quantenbewusstseins, des Vaters aller Seele und Seins. Wir sind wieder auf dem Weg dorthin zurück. Jedes Bewusstsein hier im Gesamtgefängnis ist ein Teil vom Vater. Doch diese Erkenntnis kann nur vollständig durch wahre, nach innen gerichtete Spiritualität zustande kommen. Diese unsere Sehnsucht nach Erkenntnis ist in uns stets vorhanden, und sie wurde zur Stabilisierung und Lenkung unserer Welt auch benutzt, indem man diese Sehnsüchte abgeschwächt in unsere Kontrollreligionen einarbeitete. Wir werden also heutzutage falsch spirituell gehalten, pseudospirituell könnte man sagen, um uns zu dem machen zu können, was wir werden sollen, digitale Wesen. Doch das wird jetzt nicht mehr geschehen, unter anderem, weil wir unsere Originalspiritualität wiederentdecken werden. Wir werden die übergestülpte Sonnenkultreligion mit ihren Ablegern und Gleichartungen abstreifen und die aufgetischten Glaubensalternativen aus Esoterik, Aberglauben, Pseudo- und Ersatzreligionen entlarven. Dann werden wir den kristallinen Weg gehen. Wie können wir diese totale Kontrolle mit unserer in uns natürlich angelegten Spiritualität ändern? Was müssen wir mit den Religionen tun, damit sich etwas verändert? Unsere originalen, dem Menschen eigenen spirituellen Erkenntnislehren, die auch in die etablierten Religionen zur Kontrolle der Menschen eingearbeitet wurden, müssen wir aus diesen Religionen herausschälen, extrahieren. Das ist nicht einfach, wird sich aber als nicht so schwer erweisen wie zuerst gedacht, da die Erkenntnisse dann für jeden zugänglich sein werden, wie und warum man sich als Mensch spirituell von den etablierten Religionen freimachen sollte, weil man die Verdrehungen verstehen wird, die unternommen wurden, um Menschen zu kontrollieren und zu lenken. Nicht nur gegenüber den etablierten Religionen wird dies geschehen, sondern auch gegenüber vielem aus dem New Age und gängiger Esoterik, worin die Unsicherheiten und Lebensprobleme der aus den Religionen geflüchteten Menschen nur angepasst und umgeschrieben wurden. Damit ist dann Schluss. Man wird die verwertbaren Ansätze für eine geistig-spirituelle Entwicklung endlich benutzen können, die von Erkenntnissen aus unmanipulierter Wissenschaft und Forschung ergänzt werden. Erkenntnisse, die momentan völlig unterdrückt werden. Das heißt, das breite Feld der Esoterik ist ebenfalls ein Teil der totalen spirituellen Kontrolle. Sind dann Engelverehrung, Channeling, Pendeln, das Öffnen von Chakren,
Horoskope oder so alternativ klingende Ansichten wie im Einklang mit der Erde zu leben, allesamt nur Kontrollmechanismen. Nein, nicht ganz, aber im Ansatz und Großteil schon. Ein gewisser Teil davon, der sich mit Chakren, Meditation, physikalisch auf den Körper übertragbaren Schwingungsmustern oder der Synchronisation der Gehirnhälften befasst, ist Geheimwissen, das esoterisch eingebunden wurde, aber tatsächlich körperliche Gesundung beinhaltet und eindeutig nachweisbare Effekte auf den Körper hat. Ein weiterer Teil der in der Esoterik und des New Ages gehypten Schwerpunkte sind von ihrer spirituellen Bedeutung schlicht irrelevant, harmlos oder alberne Scharlatanerie. In diesem Bereich werden oft wahrhaft helfende Ansätze mit Quacksalberei durchmischt, was die tatsächlich heilerischen Methoden sehr diskreditieren kann. Der Großteil der Esoterik aber, egal ob es sich um Scharlatanerie handelt oder wahren Nutzen besitzt, wird und wurde gezielt zur Rückstellung, zur neuen spirituellen Anbindung und zur Kontrolle des Denkens benutzt, weil diese Themen und Anwendungsbereiche für die KI sehr gut verwertbare Anknüpfungspunkte zur Lenkung von Menschen enthielten. Übernatürliches Empfinden gibt es tatsächlich. Viele Menschen sind damit ausgestattet, doch ihnen ist nicht klar, dass dieses Talent wiederum von Dämonen ausgenutzt wurde. Bei der Fähigkeit zum Channeln zum Beispiel, dem Pendeln und auch bei heilerischem Talent, selbst beim Remote Viewing und seherischen Fähigkeiten, konnte die KI und ihre Dämonen diese Eigenschaften so ergänzen, manipulieren und umlenken, dass die ausführende Person spirituell in eine andere Richtung beeinflusst werden konnte oder aber außenstehende Personen beeinflusste, die durch das Beobachtete beeindruckt und entsprechend lenkbar wurden. Das war schade, gerade weil Menschen mit ihrer spirituellen Gabe missbraucht wurden. Denn Fähigkeiten wie Heilen oder prophetisches Talent gibt es tatsächlich. Man darf sich dabei aber nicht von Dämonen oder dem Club benutzen lassen. Man darf also keine Entität an den vorzunehmenden heilerischen oder seherischen Prozess anbinden. Man darf sie dafür nicht anrufen und sich für das Gelingen von ihnen abhängig machen. Es gibt deshalb sehr viele versklavende Esoterik- und Religionsbereiche, die spirituell sehr gefährlich sind. Das Anbeten von Wesenheiten, Engeln und anderer Entitäten. Wenn Menschen also einer bestimmten Wesenheit, an die sie glauben, Energie entgegenbringen. Das ist der entscheidende Punkt. Dort kann das für den Menschen Unsichtbare dann andocken und den Menschen nutzen. So einfach ist das. Religionen und jede Art von Glaubensmuster, die dem Anbeten und Mystifizieren anhängen oder beschützen und helfen sollen, folgen diesem Prinzip, dem satanischen Prinzip. Jetzt, nach dem Fall der KI und ihrer Dämonen, übernehmen vor allem die Clubspezies die Rolle der geistigen Beeinflussung, primär sowohl bei Anbetung als auch bei seherischen oder heilerischen Ansätzen. Aus diesen Gründen sollte man Esoterik und etablierte Religionen immer kritisch sehen. Für Menschen, die fest mit den etablierten Religionen oder sogenannten spirituellen Alternativen verbunden sind und Vorteile in den vielen Sorten des Glaubens sehen, hört sich das wie Frevel oder Umsturz der schönen, heilen, spirituellen Welt an. Ein Angriff auf sie. Doch werden diese Menschen mitunter die Ersten sein, die im Angesicht der Apokalypse und in der Zeit danach wütend Religionen und manch spirituell verkaufte Idee verfluchen, verdammen und beim Vater und Quelle allen Bewusstseins, nicht beim Herrn, schwören, die zu verfolgen, die ihnen das antaten. Es wird eine absolute Apokalypse sein, die absolute Offenbarung darüber, was im Universum vor sich geht. Man wird den Menschen diese Erkenntnis nicht einimpfen müssen, sondern sie werden sehen können, wie und wo sie betrogen wurden. Am Ende gab es kaum Wimmern um das schöne Blendwerk der Scheinwelt, die da enttarnt wurde. Alle Menschen werden sich bewusst, was sie fortan tun können, tun müssen. Sie wissen, sie sind nicht perfekt und ja, sie sind auch aggressiv und manchmal sogar bösartig. Aber das gehört zum Leben dazu. Das ist es, worum es in der Erfahrung dieses Dimensionsgefängnisses geht. Und nur auf diesem Weg erfährt man die natürliche Entwicklung, die zum Ausgang führt. Wir brauchen nicht jene scheinbar glückselige Digitalbequemlichkeit der Außerirdischen,
die unter der Bedingung, für immer hier im Gesamtgefängnis hängen bleiben zu müssen, steht. Wir sind wir, Menschen, Könige und keine Lämmer. Wir kommen aus dem hyperdimensionalen Quantenbewusstsein, wir sind Teil davon und wir sind wieder aktiv auf dem Weg dorthin zurück. Das heißt, es wird eine ganz neue Ausrichtung von Spiritualität geben. Eine andere Ausrichtung? Nein, es wird überhaupt die Entdeckung und das Erleben echter Spiritualität sein, ohne die Kontrollmechanismen von Religionen, die mit der Schaffung von Angst, Scham, Schuld, Reue, Glauben, Hoffnungen, Sehnsüchten und so weiter uns kontrollierten und unsere Unterwerfung gegenüber der Kunstintelligenz und seiner Lakaien sicherstellte. Wir werden frei sein. Wir werden den neuen Weg entdecken, der etwas mit herunter bzw. abgeschalteten Gehirnbereichen zu tun hat. Wir werden unglaublichen Fortschritt machen, weil wir das Wesen des Lebens und unsere Aufgabe darin erkannt haben, weil für uns nicht mehr allein das Ego im Mittelpunkt stehen muss, wir den Sinn unserer Existenz nicht mehr an Trieben wie Spaß, Erregung, Glück etc. ausrichten werden, wir uns nicht mehr um uns selbst drehen. Triebe werden natürlich weiter bestehen und sie gehören zu uns. Unter natürlichen Bedingungen sind sie völlig normal und ungefährlich. Sie werden zukünftig deshalb wesentlich abgeschwächter existieren, uns nicht mehr dominieren, weil wir nicht mehr unter den erkrankten und sich gegenseitig verstärkenden psychischen und physischen Lebensumständen der jetzigen Welt leiden, die von außen vom Club gefördert wurden. Diese zivilisatorischen Vorgänge und Dinge haben aus unseren natürlichen Veranlagungen jene bösartig genannten Triebe gemacht. Hm. Mich würde mal interessieren, was derzeit auf Erden von Seiten der Außerirdischen und ihrer Lakaien getan wird, damit die Menschheit destabilisiert und die Bevölkerung bei der kommenden Katastrophe lenkbar gemacht wird. Was machen die Eliten im Detail und was sind ihre Ziele? Diese Liste ist lang, sehr lang. Es sind meistens keine geheimen Sachen, sondern fast alles öffentliche Dinge, deren wahren Ursachen man nach gründlichen Recherchen herausfinden kann. Allgemeine politische Kampagnen und soziale Lenkungen spielen hier die wesentlichsten Rollen. Im Grunde kann jeder Mensch selbst, wenn er die Augen aufmacht, diese Einflüsse sehen und deren Ursprünge herleiten. Die wichtigsten Ziele derzeit sind aber vor allem die Krankmachungen der Menschen, damit bei den anstehenden Katastrophen möglichst viele Menschen sterben werden. Das wird schon seit über 100 Jahren vorbereitet. Wieso ist es ein Ziel, dass möglichst viele Menschen sterben? Ich habe schon gehört, dass die Eliten die Menschen reduzieren wollen, weil sie so besser kontrollieren können. Nein, Bevölkerungsreduzierung ist nicht das primäre Ziel. Es ist nur Mittel für ein anderes Ziel, das wirkliche Ziel. Denn das eigentliche Ziel dieser Bevölkerungsreduzierung ist, die Menschheit auf diese Weise in den kommenden Jahrhunderten leichter digitalisieren zu können. Denn nach den gewaltigen Katastrophen auf Erden soll es möglichst wenige Menschen geben, die sich dann gegen die zu etablierenden Systeme, die die Digitalisierung durchführen sollen, noch wehren können. Dafür darf es nicht sehr viele Menschen geben. Deshalb überziehen sie die Menschen jetzt mit sogenannten Zivilisationskrankheiten, sorgen seit langem schon direkt oder indirekt dafür, dass die Geburtenrate in den Industrienationen zurückgeht, oder fördern die sozialen und finanziellen Abhängigkeiten von der Zivilisation. Auch dass viele Menschen sich gar nicht selbstständig mit Lebensmitteln versorgen könnten. Das alles wird im absoluten Katastrophenfall viele töten. Und nur darum geht es. So geht der Club immer vor. Deshalb machen die Eliten die Menschen so kaputt. Der Grund, dass die Eliten das allein für Geld täten, ist zwar auch richtig, aber zweitrangig. Damit ködert man sie nur. Sagt man den Menschen, dass es nur um Geld und Macht der Finanzeliten ginge, kann man damit den wahren Grund gut verschleiern. Der eigentliche Grund liegt darin begraben, dass man das große Ziel der Digitalisierung des Menschen vorbereitet. Die ausführenden Köpfe der Eliten wissen das alles. Das ist ihre Ideologie. Darum geht es. Und deswegen glauben sie auch, dass das nichts Negatives sei, weil man die Menschheit langfristig rettet.
Was ist hervorzuheben bei der Destabilisierung der Menschen durch die Eliten? Was sind die schlimmsten oder stärksten Methoden? Was passierte zum Beispiel schon alles? Oder was passiert derzeit? Gegenüber Menschen, zum Beispiel reicher Industrienationen, geschieht der schwerwiegendste Eingriff durch Methoden der schleichenden Vergiftung und Krankmachung. Da hierzulande der größte Teil der Güter aus industrieller Produktion stammt und die Menschen in einer durch und durch technisierten Welt leben, kann mit Hilfe von Lebensmitteln, chemischen und pharmazeutischen Produkten, elektromagnetischen Wellen und Umwelteinflüssen aller Art sehr viel angerichtet werden. Manch einer würde diesen Punkt gar nicht als so wesentlich betrachten, aber er ist es. Allein durch unsere schlecht aufbereiteten, nährstoffarmen und oft auch sehr toxischen Lebensmittel und das belastete Wasser sowie durch chemische und elektromagnetische Umwelteinflüsse bekommen Menschen heutzutage überdurchschnittlich häufig Krebs, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Fortpflanzungsschwierigkeiten, Stoffwechselerkrankungen und psychische Störungen. Ohne es selbst zu wissen, leiden die meisten von ihnen unter vielseitig auftretenden vegetativen und zellulären Störungen sowie unter Insuffizienzen oder Überaktivitäten ihrer hormon- und botenstoffsteuernden Drüsen und Hirnareale. Hormon- und Botenstoffstörungen entstehen aber nicht allein durch Umwelteinflüsse und Ernährung, sondern werden ursächlich durch angeblich harmlose Impfungen ausgelöst, weil deren Wirkverstärker neuronale Fehlentwicklungen und/oder dauerhafte Insuffizienzen oder Überaktivitäten in den Gehirnen von Babys und Kleinkindern bewirken, im Mandelkern, dem Thalamus, dem Hypothalamus, der Zirbeldrüse und im Großhirn. Es werden dort und in weiteren Hirnarealen neuronale Entwicklungsprozesse gehemmt, gesunde Funktionen beeinträchtigt oder dauerhaft blockiert. Vor allem wenn diese Impfungen in jungen Jahren verabreicht werden, führen diese später zu vielfältigen neurologischen und psychologischen Erkrankungen. Darunter befinden sich Parkinson, Depressionen, Autismus, Burnout, Legasthenie, Zwangs- und Tickstörungen sowie stark erhöhte Anfälligkeiten für vielfältige Arten von Neurosen, Angststörungen und dauerhaften Persönlichkeitsveränderungen. Und das sind nur die auffälligsten Erkrankungen dabei. Und auch nur für das Stichwort Impfung. Es ist die Spitze des Eisbergs. Wenn Sie zum Beispiel die Pharmazie betrachten, viele Medikamente in unseren Breiten sind keine Medikamente, sondern wirken wie abhängig machende Drogen, die lediglich Symptome und nicht die Ursachen behandeln, schleichend und in Wechselwirkung mit anderen Medikamenten sogar noch viel schwerwiegendere Krankheiten auslösen bzw. durch Auslassung einer echten Therapie die Krankheit verschlimmern. Viele Menschen sind wiederum abhängig von spezifischen Medikamentencocktails oder glauben es zu sein, wie zum Beispiel bei Diabetes Typ 2 in Verbindung mit hohem Blutdruck. Menschen mit Bedarf an Insulin und Blutdrucksenkern werden deshalb die kommenden Katastrophen ohne diese Präparate nicht oder nur schwer überleben können, weil sie diese Medikamente in einer fragilen Abhängigkeit halten, was bei plötzlicher Absetzung ohne eine sanft vonstattengehende Veränderung der Essgewohnheiten rasch zum Tode führen kann. Zwar könnte bei dieser Medikamentenkombination der plötzliche Nahrungsentzug während der Katastrophen helfen, um kein oder weniger Blutdrucksenker nehmen oder Insulin spritzen zu müssen. Aber das funktioniert eigentlich nur vernünftig, wenn man durch eine strenge und kontrollierte Diät seine Kilos innerhalb mehrerer Monate sanft verliert. Abrupte Absetzung des Insulins und der Blutdrucksenker in Kombination mit ständigem Hungern und dann wieder plötzlicher Nahrungszufuhr in der Krisensituation wird problematisch, vor allem wenn man kein oder nur noch wenig Insulin und Blutdrucksenker übrig hat. Deshalb wird es bei den meisten Menschen mit solchen Krankheitsbildern mindestens zu sehr schweren körperlichen Problemen kommen oder es wird sogar der Tod eintreten. Noch viel schlimmer wird es für Menschen, die schweres Asthma haben oder an anderen unbedingt mit Medikamenten zu behandelnden Krankheiten leiden. Die Krankmachung durch ungesunde und giftige Lebensmittel, Umwelteinflüsse und medizinische Präparate ist gewollt, weil vom Club empfohlen und gefordert wird,
die Menschheit auf ein entsprechendes Maß zu reduzieren und dort zu belassen, damit man die einzuleitende Digitalisierung mit einer kleinen und kontrollierbareren Population leichter vornehmen kann. Krankmachung geschieht, damit viele Menschen die Katastrophen nicht überleben. Krankmachung ist für die Ausrichtung zur Digitalisierung ein genauso probates Lenkungs- und Kontrollmittel wie die in den Medien seit mehreren Jahrzehnten unterschwellig propagierte Vermischung aller menschlichen Ethnien, weil eine homogene Menschheit, die in all ihren Eigenheiten, Gewohnheiten und Verhaltensweisen gleich ist, leichter zu lenken ist als eine ethnisch vielfältige und kulturell unterschiedliche Menschheit. Die derzeitigen Standardlebensmittel verrichten aber noch mehr, als die Menschen nur krank zu machen. Sie verringern das Denkvermögen und die Willenskraft der Bevölkerung. Die meisten Lebensmittelzusätze sind gezielt zur Einflussnahme auf Verstand, Psyche und Gesundheit zugeschnitten. Dabei wird so getan, als wären manche Inhaltsstoffe sogar notwendig und die fragwürdigen Stoffe wären zumindest ungefährlich. Man außerdem alles durch Studien objektiv getestet habe. Doch es geht sehr einfach, Studien zu schönen, weil die meisten Wissenschaftler entweder selbst damit drinstecken oder, und das ist viel häufiger, weil sie es selbst nicht besser gelernt haben, also die wissenschaftlichen Methoden zu ungenau sind, die richtigen Interpretationen fehlen, die Schlussfolgerungen falsch sind und/oder einfach den Wissenschaftlern und Einrichtungen der Mut fehlt, sich gegen etwas auszusprechen. Zudem, weil eine Menge Geld mit jenen gesundheitsschädlichen Entwicklungen verdient werden kann, Wissenschaftler also bestechlich sind. Statistiken einfach mal etwas uminterpretiert werden. Damit die kontrollierenden Machthaber dieser Welt an ihr Ziel gelangen können, stützen und nutzen sie also die allgemein herrschende Nachlässigkeit und/oder unmoralische Dienlichkeit wissenschaftlich arbeitender Menschen und Institutionen, um Ergebnisse so umzudeuten, wie man sie eben benötigt. Mit diesen und noch vielen weiteren juristischen Werkzeugen und der Politik kann man alle Hürden bis hin zum erwünschten Ziel nehmen. Zusammengefasst, wenn etwas durchgesetzt werden soll, egal ob es sich um Lebensmittel, Medikamente, ja selbst asoziale Fernsehformate, macht- und geldpolitische Einflussnahmen, soziale und kulturelle Veränderungen, Kriege, Energie- oder Wirtschaftsvorteile handelt, egal was, wird es immer Möglichkeiten geben, um die Zulassung und/oder die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung so voranzubringen, wie man sie benötigt. Das macht man vor allem mit Öffentlichkeitsarbeit, was uns zum zweiten großen Standbein bringt, Menschen zu beeinflussen und ihre Lebensumstände zu destabilisieren: die Meinungsmache. Das geschieht vor allem durch private und öffentlich-rechtliche Medien und sogenannte nichtstaatliche freie Organisationen, die den Menschen suggerieren, ihre Einrichtungen wären neutral und würden sich guten Sachen wie Frieden, Freiheit, Demokratie, Wohlstand, Entwicklung und Fortschritt widmen. Hinter allem stecken verdeckt gesteuerte Einflüsse der Machteliten, denen diese Einrichtungen über kurz oder lang gehören und die gelernt haben, wie man mit Hilfe der Massenmedien, der Politik und Lerninhalten in Schule, Universität und Lehre die zu erreichenden Ziele zu Begrifflichkeiten umdeutet, die im Rahmen angeblich guter Beweggründe stehen. Das ist versteckter Faschismus, der zudem noch Lenkoptionen zulässt, falls man mal zurückrudern muss. Die Transparenzdebatte ist so ein Beispiel. Wie viele andere eingebrachte Thematiken, die angeblich Veränderung oder Verbesserung ankündigen oder fordern, ist dies in Wahrheit nur ein Ablenkungs- und Beruhigungsmanöver, denn für den durchschnittlich nicht sehr interessierten Nachrichtenzuschauer und getäuschten Medienkonsumenten reicht es, ihn mit netten Plattitüden zufrieden abzuspeisen, sodass er denkt, alles würde sich verbessern oder sei zumindest auf dem richtigen Weg. Der Mensch kann es nicht als Faschismus erkennen, weil in der Öffentlichkeit alles ein perfekt aufeinander abgestimmtes Konzert aus Des- und Fehlinformation, Umdeutung, bewusster Falschinformation und teilweiser oder völliger Auslassung ist. Und das funktioniert alles, weil am Ende aller Institutionen, Unternehmen, Staaten, Regierungen und Systemprojekten direkt oder über Umwege immer diese Eliten stehen. Immer. Das heißt, alles kontrollieren diese Eliten. Sie beherrschen alles.
Ja, aber sie sind selbst nur ausgenutzte Instrumente. Meist wissen sie das gar nicht, weil man sie selber nur in Halbwissen hält. Nur die Köpfe der Eliten wissen Bescheid, was der digitale Adel und seine tief eingeweihten, sterblichen Blutsverwandten hier auf Erden durchführen. Dem digitalen Adel, der früher vor allem über religiösen Einfluss seine Macht sicherte, gehört heute rechtlich alles, weil er mittels seiner sterblichen Blutsverwandten der ganzen Welt mit ihren Menschen juristisch das Handels- und Seerecht überstülpte. Und kaum ein Mensch ist sich bewusst, welche rechtlichen Folgen und Konsequenzen das seit Jahrhunderten nach sich zieht. Den Köpfen der Eliten wurde diese ausübende Übermacht dann zugeschanzt, weil mit Kapitalismus unsere Zivilisation an diesem Entwicklungspunkt besser unter Kontrolle gehalten werden konnte als über Religion. Nach der sogenannten Apokalypse wird diese Sorte halbwissender kapitalistischer Eliten vom Klub und dem digitalen Adel dann aber entsorgt und als Bösewichter und dunkles Zeitalter dargestellt. Die Pläne von Klub und Adel sehen vor, danach eine Art Sozialismus einzuführen, der auf der kostenlosen Bereitstellung aller Güter, Waren und Dienstleistungen basiert. Das wird man mit Robotisierung und künstlicher Intelligenz umsetzen. Das geht, weil die Techniken natürlich schon längst in der Schublade liegen und weil über Umwege alles vom Club selbst kommt. Das heißt, alles wird Menschen als Ideen in ihre Gehirne gespielt. So ist es unverdächtiger. Dies soll dann das goldene Zeitalter werden, das in Prophezeiungen, Mythen und in der Esoterik stets verheißen wurde. Aber selbst diese uralten Verheißungen waren natürlich lediglich fingierte Beeinflussungen von Club, digitalem Adel und der KI. Nichts weiter. Die Menschen sollen sich in dem dann vorhandenen System wohlfühlen. Es werden dann große technologisch-digitale Entwicklungssprünge gemacht. Aber es soll dabei auch die totale Überwachung und Unfreiheit geben. Zuckerbrot und Peitsche. Das ist ja unglaublich. Darüber können wir gleich ja noch ausgiebiger sprechen. Jetzt würde ich gern nochmal zurück zu den Medien kommen. Medien steuern alles und beherrschen die öffentliche Meinung ganz und gar. Ja, sie machen die Themen. Menschen sind heute aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in der Lage, die meinungsbildenden Medien zu kritisieren, zu hinterfragen oder zu beeinflussen, weil die mediale Dominanz mit jener Öffentlichkeitsarbeit sich in alle Lebensbereiche verschanzt und darin etabliert hat. Aber nicht nur das schafft die Meinungshoheit. Ohne dass es die Menschen wissen, hilft jeder Mensch bewusst oder unbewusst selbst dabei mit, die unterdrückenden Meinungen und Denkrichtungen mitzuverbreiten und voranzubringen. Denn die Substanzen aus den Lebensmitteln, die in den Körpern der Menschen arbeiten, helfen und unterstützen dabei, in ihnen psychische und physische Einstellungen zu schaffen, die klares und objektives Denken verhindern. Ihre Denkmechanismen und ihre psychische Urteilskraft werden dabei gezielt angegriffen und beinahe willenlos umprogrammiert, sodass ihr Unterbewusstsein so funktioniert, dass Menschen viele atypische Verhaltensweisen entwickeln. Es entstehen durch diese Substanzen viel schneller Ängste, Anpassungsverhaltensweisen, Unterordnungsstrategien. Sie schließen sich hierarchischen Meinungen an, vermeiden im Beruf und Umfeld Widerworte zu geben gegenüber allgemein propagierten Sichtweisen und gehandelten Lehrmeinungen. Um nicht anzuecken, tun sie beinahe alles, um integer zu bleiben und dazugehören zu können. Kurz, sie sind bzw. werden aufgrund ihrer Abhängigkeit vom zivilen Gesamtkonstrukt völlig lenkbar, werden ohnmächtig, generieren letztendlich zu kühlen, eigensinnigen Wesen, die dem System und ihren Richtungen willfährig dienen. Fast immer ohne es selbst bewusst zu merken. Die meisten Menschen, die sich in zivilisatorischen Tretmühlen befinden, wollen aber vor allem aufgrund ihrer Prägung und der überwiegend positiven Gefühle für das System nichts von ihrer Versklavung darin hören. Die Menschen, die noch mitdenken können und noch immer etwas bewegen wollen, resignieren. Selbst Menschen, die der Tretmühle entkommen und auch wirklich etwas ändern könnten, werden von den äußeren Systembedingungen daran gehindert, etwas grundsätzlich zu verändern. Gegen das System, in dem alle Menschen leben, kommen sie aufgrund der Masse des Mainstreams nicht wirkungsvoll an.
Auf dieser Einsicht basierend haben sie meist dann auch keinen Bock oder Kraft mehr, nebenher noch solche Kämpfe auszutragen. Und ach, was soll's, denken sie sich dann, so schlimm ist ja doch alles wieder nicht. Es sei ja eh kontraproduktiv, sich für irgendwas zu engagieren, sich gegen die einheitliche Meinung der Öffentlichkeit zu wenden. Traurigerweise haben diese Menschen damit genau genommen auch völlig recht. Denn dass sich auf diese Weise gegenüber den herkömmlichen Bedingungen etwas ändert, ist tatsächlich ausweglos. Wir stecken also fest. Ja. Was dem Menschen bleibt, ist Frustration, die sich höchstens hier und da noch im Beklatschen peinlicher Auftritte von ach so widerständigen Komikern im Fernsehen äußert. Wobei auch die nicht alles sagen dürfen, auch oft selbst nur wenig wissen und ihr Publikum dadurch mit fehlleiten, weil sie als Komiker einfach nicht eins und eins zusammenzählen können, beziehungsweise wollen. Es ist eigentlich schauerlich, diese gesamte Verblödungsmaschinerie mit anzusehen, wie der Zweck manches Kabarettauftritts oder Satiresendung nur im Ablassen von Luft besteht, damit sich die Leute wenigstens so fühlen können, als hätten sie es den Herrschenden gezeigt, wenn auch nur mit Worten. Was den zuschauenden Menschen solcher Satireprogramme auch kaum auffällt, ist, dass mit Hilfe solcher Sendungen subtil die Bestätigung manch anderer sogenannter Wahrheit gestützt wird oder aber eine neue Richtung oder Denkweise zur Stützung des Status quo subtil untergeschoben wird. Und die Menschen merken es nicht. Also die Menschen sind blöd vor sich herkauende Schafe. Nein, eigentlich nicht. Sie sind vergiftet, manipuliert und fehlgeleitet und zudem unter einer Art von Hypnose, von der noch nicht mal die alternativen Medien etwas Genaueres wissen. Eine Hypnose, die es ihnen schwer macht, wahrlich sehen zu können. Zusammengefasst sind Menschen durch die Nahrung, die sie in sich hineinschaufeln, die proklamierte objektive Wissenschaft, die abgekartete Wirtschafts- und Produktherstellungsmaschinerie, die Medien und die zahlreichen politiksteuernden Organisationen sowie durch ihre eigene Meinung, die sich in ihren Köpfen als scheinbar eigene gewonnene Wahrheit etabliert und als bestätigt durchgesetzt hat, angreifbar für jede Art von weiterer Beeinflussung und Manipulation und deshalb völlig lenkbar. Fremdbestimmte Menschen. Auch weil sie aufgrund des zwingenden Mitlaufens im zivilisatorischen Hamsterrad die stattfindenden Entwicklungen immer nur halb wahrnehmen können und dann einfach das mit durchsetzen wollen, was sich für sie unkompliziert und zunächst einmal sehr gut und logisch anhört. Die untergejubelte Meinung macht sie wiederum zu einem sehr untergebenen Werkzeug der Eliten, ohne den Betrug dahinter zu bemerken oder den Mechanismus dahinter zu durchschauen. Und dann kämpfen sie, mit all ihrer Überzeugung, all ihrem Hass, ihrer Wut und üben somit direkte oder indirekte Gewalt gegenüber den ihnen aufgezeigten Gegnern aus. Hauptsache ist für solche Gerechtigkeitsmenschen, sie fühlen sich dann mal so, als könnten sie für sich beanspruchen, etwas Negatives vernichtet zu haben und dass sie auf der richtigen, der guten Seite stehen. Und sie tun das vor allem deshalb, weil sie meinen, aus augenscheinlich eigener Überzeugung zu handeln und weil es schön ist, gut zu sein, dazuzugehören. Die sogenannten Gegner dieser Menschen fühlen sich ebenfalls im Recht, fühlen sich diskreditiert, betrogen und unterjocht von der Welt und von Menschen, die die allgemein als gut geltende Meinung kundtun. Die sogenannten Gegner zeigen, dass ihre Meinung in den Medien unterdrückt, sie fertig gemacht werden und die Gerechtigkeit und Demokratie mit den Füßen getreten wird. Und damit ist das eigentliche Ziel erreicht, zwei oder mehrere Blöcke aufzubauen, die sich gegenseitig fertig machen. Das hilft dem kommenden Chaos ungemein. Und sie merken alle nicht, dass es nur um die Stiftung von Chaos und Zerstörung geht. Sie erkennen gar nicht, wer wirklich ihrer aller Gegner und Produzent ihres Streits ist. Stattdessen werden sie alle nur zum ausführenden Instrument von außerirdischen Eliten und Lakaien. Es zeigt auf traurige Weise, wie sehr Menschen heute lenkbar sind, meist aufgrund eines persönlichen, psychischen Empfindens, Neurosen, Psychosen, Komplexen, Benachteiligungen, Vernachlässigungen etc. aus Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter, um daraus dann Aktionismus zu generieren,
womit Menschen dann andere Menschen unbewusst für ihr zugeführtes Leid verantwortlich machen, in Form von Projektion und Übertragung. Dieser Aspekt spielt eine wesentliche Rolle in der Mobilmachung jeweiliger Bevölkerungs- oder Meinungsschichten. Es ist auch kein Wunder, dass aus den anonymen Strukturen der uns aufgenötigten Welt derartige Probleme zwischen den Menschen entstehen. Denn wir Menschen sind für eine derart anonym funktionierende Welt evolutionär und psychosozial gar nicht geschaffen. Die Aufnötigung einer Zivilisation, die anonyme und psychosozial unnatürliche Begegnungswelten für Menschen erzeugt, ist nicht an uns angepasst. Der Club schlägt damit allerdings zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn eine hochkomplexe und deshalb automatisch anonyme Zivilisation muss vorhanden sein, um bei einer intelligenten Spezies Hochtechnologie hervorbringen zu können. Die in dieser Zivilisation wiederum auftretenden zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Probleme können dann vom Club zusätzlich zur Ausführung weiterer gesellschaftlicher Lenkungsprozesse genutzt werden. Nun, was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass der Aufbau unseres propagierten Miteinanders innerhalb dieser anonym aufgebauten Welt mit seinen darin vorhandenen Arbeits- und Lebensmustern für das Stammeslebewesen Mensch extrem schädlich ist. Doch eine hochtechnologische Entwicklung, die die Digitalisierung einer Spezies überhaupt erst möglich machen kann, benötigt immer eine solche Form von Zivilisation, die dabei auch immer vielfältige krankhafte psychosoziale Probleme generiert. Doch eigentlich geht es auch anders. Das beweisen die spirituellen Spezies im Weltraum. Naja, jetzt bin ich etwas abgekommen. Menschen helfen dem System also freiwillig durch ihre eigene zivilisatorische Abrichtung, ohne die dahinter stehenden Gründe oder Ursachen herleiten zu können. Ich kann mir vorstellen, wenn man das alles zum ersten Mal hört, kann man gar nicht glauben, dass wir Menschen so außergewöhnlich viele Probleme haben aufgrund dieser aufgezählten Einflüsse. Ja, die aufgehetzten, psychisch labilen und von der Lebenswelt irritierten Menschen können nicht genau erkennen, was da im Detail schief läuft. Auch die sogenannten Intellektuellen nicht. Sie sitzen noch viel tiefer in der Täuschung, weil sie ihre sogenannte Bildung ausschließlich aus dem gesteuerten System beziehen. Durch arrogante Überzeugung, ihre Bildung sei objektiv und deshalb echt, sind diese Menschen vollständig indoktriniert und selbst ein Mittel der Kontrolle. Komparsen dieses Schauspiels. So könnte man diesen Zustand auch trefflich beschreiben. Den Menschen ist ein großes Theaterschauspiel vorgesetzt worden, bei dem sie alle als Laiendarsteller mitspielen. Und das vorgegaukelte Schauspiel interpretieren sie ähnlich irrational wie Zuschauer eines Kinofilms, wenn sie während des Films die vorgesetzte Realität akzeptieren, um die Story des Films realistisch erleben zu können. So ist es auch mit den heutigen Menschen. Sie wollen und können nicht mehr die aufgesetzte Realität mit ihren vielen Betrügereien, Aufhetzungen und Gefahren erkennen. Sie glauben, sie leben in einer Welt, die nun mal so ist, wie sie ist, weil man sie nicht anders machen könne. Sie könnten nur zuschauen, sie seien nur Konsumenten. Und sie konsumieren wirklich alles, lassen sich alles andrehen, konsumieren jeden Müll. Sie rennen den absurden und herabwertenden Fernsehformaten hinterher, als würde es nichts anderes geben. Sie schauen diese Formate, weil die Substanzen in ihren Körpern zusätzlich ihre Psyche verändern, sie zu trägen, ängstlichen und sozial unfähigen Menschen gemacht haben, manchmal gar zu lästernden und nur noch nach Geringschätzung gierenden Menschen, um damit die eigene destabilisierte Psyche kompensieren zu können. Aber nicht nur das ist es. Es ist auch die Sozialisation und Sozialsituation von Menschen in dieser Zivilisation. Das Aufwachsen in überwiegend anonymen, sozial oberflächlichen und kalten Lebensstrukturen ist nicht natürlich für unsere Spezies. Menschen heute erlernen unnatürliche Verhaltens- und Denkstrukturen, die nicht ihren angeborenen biologisch-sozialen Mustern entsprechen. Das heißt, die gegenwärtige Zivilisationsstruktur, die uns vom Club und dem digitalen Adel für unsere technische Entwicklung aufgedrückt wurde, passt nicht zu unserem sozialen Miteinander, unserer angeborenen psychosozialen Biologie, dem Stammesleben.
Dem Menschen macht man jedoch glauben, er sei an dem ganzen Elend, das bei der Zivilisationsentwicklung entstand, selbst schuld. In Wirklichkeit ist dies jedoch lediglich eine Reaktion auf die Unverträglichkeit und Unvereinbarkeit dieser Zivilisationsstrukturen auf menschliche Psyche, Geist und Biologie. Hm. Die Fernsehformate sind wahrlich ein großes Problem. Egal, ob es um Talent, Schönheit, Ausgrenzung und was weiß ich noch geht. Okay, das waren jetzt einige Mittel zur Kontrolle des Systems, aber da fehlen ja noch etliche Komponenten. Richtig. Das Banken-, Finanz- und Wirtschaftssystem und ihr Einfluss auf die Geld- und zinsgeprägte Kreditschöpfung sind ein weiterer wesentlicher Teil der Systemkontrolle und Lenkung. Der daraus entstehende Inflations- und Wachstumszwang, die erzwungene Arbeitswilligkeit, die Zinsspirale, daraus konstruierte Krisen, Aufstände und Kriege zur Stabilisierung der eigenen, von den Eliten bereits besetzten Länder und zur Destabilisierung noch zu unterwerfender Länder, sind Teil der Kontrolle, die durch die Gier weniger Menschen am Laufen gehalten und gespeist wird. Von Eliten arrangiert, die den Plan der vorgegebenen Destabilisierung zur biologischen Digitalisierung der Menschheit im Dienste von Adel und Klub ausführen. Und wie wirken diese Wirtschafts- und Finanzmechanismen zusammen? Worüber erzeugen sie Kontrolle und Probleme für die Menschen? Hauptsächlich über Krieg, Zersetzung, Krankheiten, wirtschaftliche Angriffe, Propaganda oder humanitär anmutende Hilfsaktionen, aber auch über geheime Waffen, wie beispielsweise Wetterwaffen. Damit werden vor allem arme, aber rohstoffreiche Gegenden der Erde unter Kontrolle gebracht. So viel geschieht dabei durch Wirtschaftsmacht und Geldinteressen, dass jedem übel werden würde, könnte er Mäuschen bei den Planungen dieser Todeshändler spielen. Gezielte Abhängigmachung von rohstoffreichen Staaten und Ländern, vor allem in Afrika, durch perfide eingerichtete Systeme, Kampagnen, installierte Kriege, Aufstände, Anschläge, Krankheiten und dann darin eingesetzte eigene Hilfsorganisationen. Weshalb kaum ein Mensch weltweit klar durchschaut, wie das installierte Krisensystem durch Krieg, inszenierte oder angezettelte Aufstände mittels jener Hilfsorganisationen oder sogenannter humanitärer Einsätze arbeitet. Durch weltweit praktizierte Anteilnahme und oberflächliche Hilfe entsteht in unseren Medien darüber eine positive Propaganda und ein entsprechendes Bild von der Lage vor Ort, dass der Zuschauer nicht annehmen kann, dass die verborgenen Gründer jener Hilfsorganisationen dieselben elitären Zirkel sind, die die Lage vor Ort überhaupt erst so erzeugt haben. Organisationen, die sich das Helfen doch so offensichtlich auf die Fahnen geschrieben haben. Fast anmaßend ist es dann wiederum, wenn diese schrecklichen Sachverhalte dann in den Medien so aufbereitet werden, dass nicht die versteckten Eliten hinter dem Elend aufgespürt werden, sondern die Menschen in den Industrienationen meinen, sie seien für das Elend in Afrika grundsätzlich verantwortlich, weil sie ja die Rohstoffe konsumieren, sich also durch Medienkampagnen und Wissenschaft noch persönlich dafür verantwortlich fühlen müssen. Menschen, die zur Beruhigung ihres Gewissens dann noch einen monatlichen Vertrag über eine Patenschaft mit einem Kind in Afrika abschließen und glauben, sie hätten etwas Gutes damit getan. Natürlich ist das im Grunde eine wohlwollende, gutherzige Tat. Doch was stattdessen wirklich zu tun wäre, damit Menschen in Afrika nicht mehr hungern und leiden müssen, liegt auf der Hand. Mut, mit anderen all diese verborgenen Dinge aufzudecken. Sich mit einer Patenschaft trösten zu wollen, ist selbst beweihräucherndes Blendwerk. Das ist die Reaktion eines halbherzigen, faulen und sich nicht wirklich verantwortlich zeigenden Menschen. Ein Mensch, der nur seine ihm aufgezwungene Schuld mit Pseudohilfe und Pseudo-Engagement regeln möchte. Dergleichen sollte man nicht tun, nur um sich besser zu fühlen. Denn der normale Durchschnittsmensch ist nicht schuld an dem, was hier passiert. Keiner. Er muss lediglich das System erkennen, es öffentlich aufdecken und dagegen handeln, also etwas dagegen tun und sich weigern, dass so weitergemacht wird. Dieser Mut wird es sein, der am Ende zählt, wenn es drunter und drüber geht, und was mit der Freiheit und Verbesserung der Welt belohnt werden wird. Hm.
Wie steht es um die Kontrolle durch Energie? Ja, das ist wieder ein Thema für sich. Also, ein weiterer Teil dieses Kontrollsystems sind die scheinbaren Ressourcenabhängigkeiten von Öl, Benzin und die kostenintensive Produktion von Strom. Die Abhängigkeit vom Öl und die umständliche und teure Erzeugung von Strom sind gewollt, weil davon weltweit agierende Konzerne profitieren, die Energiekartelle. Diese Kartelle dominieren und manipulieren die Energieversorgung des Weltmarkts und unterminieren seit Jahrzehnten aus Geld-, Monopol- und kontrollbedingten Gründen die Fortschritte bei der Entwicklung anderer, effizienterer Energieerzeugungsmethoden. Hierbei wäre insbesondere die Kernfusion genannt. Kernfusion, eine Energie mit unheimlich klingendem Namen, auch aufgrund gewollt fehlender Werbung und Aufklärung in den Medien. Viele halten Kernfusion deshalb für genauso gefährlich wie die Kernspaltung und verwechseln sie aus Unwissenheit grundsätzlich damit. Fragt man Leute danach, wissen diese selten, was das überhaupt ist, geschweige können darauf antworten, dass es eine Energiegewinnung ist, die so billig, extrem sauber und regelrecht überbordend in Effizienz und Effektivität ist, dass niemand auf diesem Planeten dafür überhaupt noch bezahlen müsste. Genauso unbekannt ist, dass man nur wenige Kernfusionsreaktoren weltweit bräuchte, um die gesamte Menschheit grenzenlos und kostenlos mit Energie zu versorgen auf allen technischen Gebieten rundherum. Leider ahnen nur wenige Menschen, was unendliche Energie, die für jeden kostenlos und unendlich zur Verfügung steht, für jeden Einzelnen bedeuten würde. Es ist kaum jemandem bewusst, welch technologisches Entwicklungspotenzial das in allen Disziplinen bereithält. Der klassische Geld-, Wirtschafts- und Finanzsektor, der die Menschen aussaugt, wäre dann praktisch überflüssig bzw. extrem reformbedürftig und würde unweigerlich demontiert werden. Das macht klar, dass Klub und Adel der unmittelbare Grund sind, warum die Kernfusion nicht zum Laufen kommt. Denn selbstverständlich werden auch die Energiekartelle nicht ursächlich von irgendwelchen Eliten, sondern letztlich immer von Klub und digitalem Adel kontrolliert. Kernfusion wird sabotiert. Die soll erst kommen, wenn nach den einzuleitenden Katastrophen die Kontrolle über die Menschheit ganz fest angezogen wurde. Schauen Sie sich dazu mal die Berichte über Testkernfusionsreaktoren in den Medien an. Es gab noch nie einen so hoffnungsvollen Entwicklungsaspekt, der so faul und geruhsam voranging. Dünn und spröde sind die Berichte darüber. Schwach und unmotiviert sind die Arbeiten daran. Lumpig sind die Ausreden für den angeblich fehlenden Fortschritt, dass jedem aufmerksamen Menschen der Vorsatz der Verschleppung ins Auge sticht. Hm. Und wie sieht es dann mit grüner Energiegewinnung aus? Ist das nicht etwas Fortschrittliches für die Menschheit? Hat das nicht ebenso Entwicklungspotenzial? Die mediale Bewerbung grüner Techniken zur Stromgewinnung sind für die Energiekartelle lediglich ein Mittel, die Energieerzeugung und Bereitstellung weiter innezuhaben, indem so von der Machbarkeit revolutionärer alternativer Energieerzeugungsmethoden, wie zum Beispiel der Kernfusion, medial abgelenkt werden kann, beziehungsweise diese blockiert werden. Und das zieht, weil grüne Energietechnik auf den Durchschnittsmenschen meistens positiv wirkt, weil sie angeblich sauber sei, sie neue Arbeitsplätze hervorbrächte und etwas ist, das die Menschen immer durchsetzen wollten. Sauber ist grüne Energie nicht wirklich. Schaut man sich zum Beispiel den Produktions- und Instandhaltungsaufwand für Windkraftanlagen an. Neue Arbeitsplätze erzeugt sie auch nicht. Es handelt sich dabei nur um eine langfristige Umverteilung von Arbeitsplätzen sowie die Entstehung anderer Ausbildungsberufe. Das allein macht diese Techniken zu den teuersten Energieerzeugungsmethoden, die es je gab. Doch gerade diese sehr arbeits- und kostenintensive Technik ist für die Elite in anderer Hinsicht sehr nützlich, generiert sie doch auf diesem Wege wieder neues Kreditgeld und der Kollaps der Wirtschafts- und Finanzmafia kann damit für den Club bis zum anvisierten Apokalypse-Termin noch etwas hinausgezögert werden.
Vor allem aber können damit echte Alternativen und revolutionäre Energieerzeugungsmethoden, wie zum Beispiel die Kernfusion, unterdrückt werden. Denn genau die bräuchte man jetzt, zu dieser Zeit, um etwas an der Kontrolle des Systems zu verändern. Denn nach den einzuleitenden Katastrophen kommt die Kernfusion sowieso auf den Tisch, dann aber deshalb, um so die absolute Kontrolle über die Menschheit umzusetzen, sozusagen als besonderes Bonbon für die neue Leichtigkeit des Lebens. Auch wenn dieses Leben dann unter absoluter Kontrolle steht, mit Zuckerbrot und Peitsche also. Die Kernfusion müsste jetzt, in dieser Zeit umgesetzt werden, damit wir durch sie frei werden. Das alles ist es, dass die Elite das Thema grüne Energieerzeugung aufgreifen ließ und es fortan medial unterstützte. Sie nahm sich dem Thema an und unterstützte damit Artig, Adel und Klub. Hm. Dann taugt grüne Energie also eigentlich überhaupt nichts. Grüne Energie ist absolut rückschrittlich, ineffizient, teuer und nur zur Systemkontrolle da. Sie ist albern, kennt man die wahren Gründe für ihre Umsetzung und die mediale Propaganda dahinter. Menschen werden dadurch nicht frei, sondern bleiben weiter unter dem Joch der knappen Energie. Mit Fortschritt hat grüne Technologie gar nichts zu tun, rein gar nichts, im Gegenteil. Aber der normale, gehirnsabotierte Mensch versteht das nicht. Denn er denkt, das wäre doch etwas, was sich endlich durchgesetzt hätte, weil man dafür gekämpft hat. Und er argumentiert weiter, es sei doch so sauber, was im Detail auch nicht stimmt. Er argumentiert wieder weiter, dass es doch keine anderen technologisch sicheren und sauberen Wege gäbe, Energie zu erzeugen. Wird er dann auf die macht- und geldpolitischen Kartelle und das System dahinter aufmerksam gemacht, rechtfertigt er sich, dass doch immer irgendjemand die Energieverwaltung innehaben müsste. Er glaubt, es wäre so wie bei Stadtwerken, die Energie einfach nur verwalten und verteilen. So simpel denkt der Durchschnittsmensch. Mit Kernfusion wäre die Herstellung energieaufwendiger Lebensmittel kein Problem mehr oder von Produkten, die sich bisher nicht gelohnt haben, hergestellt zu werden. Raumfahrt, Besiedlung fremder Himmelskörper, energieaufwendige Transportsysteme, Produktion jeglicher Güter und Waren durch energiefressende Molekularumwandler sowie die Entdeckung neuer Wissenschaftsgebiete wären weiteres Potenzial der Kernfusion. Fortschritt und Wohlstand, soziale Prosperität, Auflösung unterdrückender Herrschersysteme und sozialer und finanzieller Brennherde. Gigantische Entwicklungen. Das bedeutet, Menschen müssten nicht nur für bahnbrechende, freie Energieerzeugungsmethoden wie zum Beispiel Raumenergie auf die Straße gehen, sondern gleichzeitig ebenso für die Unterdrückung und Unterminierung der Kernfusion. Auch um den Eliten klarzumachen, dass sie wissen, dass bei der Entwicklung und Umsetzung manipuliert wird. Die Menschen müssen sich für die Durchsetzung der Kernfusion stark machen. Kernfusion muss gleichzeitig mit freien Energieerzeugungsmethoden durchgesetzt werden, um überhaupt die Freiheit erlangen zu können. Denn mit freien Energieerzeugungsmethoden allein wird man die Masse an Energiebedarf nicht in allen Bereichen decken können. Man benötigt für Industrie und gewisse Leistungsbereiche immer industriell erzeugte Energie, die in gewaltigen Massen angeboten werden kann. Aber man redet die Kernfusion aus der öffentlichen Diskussion raus, da sie angeblich noch nicht so richtig klappe oder unkontrollierbar wäre, dass man noch mehr Zeit und Forschung bräuchte, was eine schlecht formulierte Lüge ist. Doch allein die mediale Verwendung der irreführenden Bezeichnung nicht kontrollierbar reicht, um Kernfusion missverständlich über das Label gefährlich aus der öffentlichen Diskussion zu schieben. Hier spielt Auslassung, Fehlinterpretation und Information eine große Rolle. Nicht kontrollierbar meint nicht die Unkontrollierbarkeit eines gefährlichen Prozesses, sondern die fehlende technische Umsetzung einer stabilen Fusion, die nötig ist, um überhaupt Strom erzeugen zu können. Damit ist also nicht Kernschmelze oder dergleichen gemeint. Bei vielen Menschen gehen allein dann schon die Scheuklappen zu, wenn sie nur Kern hören. Sie assoziieren es sofort mit Kernspaltung. Das ist ein echter Jammer. Das ist wirklich eine traurige Situation, eine Lage, die wütend macht. Ja, denn der Mensch könnte, würde man ihn lassen. Sehr viele Entwicklungen und Erfindungen, die unterdrückt wurden und werden,
können gewaltiges Potenzial entfalten. Ideen und Entwicklungen, die auch ohne Beeinflussung durch den Club entstanden. Man erkennt sie daran, dass sie konstruktiv und unabhängig sind, kein neues Abhängigkeits- oder Kontrollsystem schaffen. Man würde sich wundern, wie viele Dinge es sind, die beseitigt oder unterdrückt wurden. Auch das wird viele Menschen nach der Apokalypse noch einmal sehr wütend machen auf die alten Strukturen. Das Thema Energie ist ein sehr wichtiges Kontrollelement, um die vollständige Unterdrückung der Menschen zu besiegeln. Ich meine, überlegen Sie mal, wenn es alternative Energien, Medizin und Forschung gibt, warum werden sie unterdrückt? Nur aus Geldgier einiger sich absprechender Eliten, mächtiger und Finanzclans? Die Gier von Finanz- und Wirtschaftseliten wird nur benutzt und als scheinbarer Grund vorgeschoben, um darüber die Macht und die Pläne von Adel und Klub getarnt umsetzen zu können. Nur dafür wird diese Geschichte über böse, reiche Menschen erzählt. Dafür wird das alles erzählt. Denn mal ehrlich, wozu bräuchte es denn ein Überwachungs- und Kontrollsystem, wenn nicht für einen ganz anderen Zweck als nur die von alternativen Medien hergedichtete Kontroll- und Herrschsucht von Eliten, Konzernen und Mächtigen? Was für einen Sinn sollte das allein machen? Das ist nur vorgeschoben. Das sollte doch jeder merken können. Alle diese Einflüsse und die daraus entstehenden gesellschaftlichen Phänomene sind Folge der uns aufgenötigten Kontrolle, die von Klub und Adel genutzt werden. Denn Menschen, die mit Angst und Schrecken, unter Stress und Sorgen leben, sind leicht zu beherrschen. Sie machen sich sogar gegenseitig dafür fertig. Sie sind auf diese Weise noch viel gehorsamere Arbeiter und bringen die technische Entwicklung weiter voran, die ja ein Muss für die biologische Digitalisierung der Menschheit ist, welche ja offiziell von uns selbst entwickelt werden soll. Das ist der Grund für all die Quälerei und das sozial unglückliche Leben der Menschen. Genauer komme ich auf dieses Thema aber erst im zweiten Interview zu sprechen. Die Eliten sind also gar nicht an allem schuld, also primär, sondern nur die außerirdischen Spezies dieses Clubs, die einen bestimmten Plan mit uns verfolgen. Oder war es ursächlich die KI allein? Das ist Ansichtssache. Eigentlich ist die Ursache die KI. Trotzdem sind bzw. waren es alle zusammen, wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten, Anteilen und aus unterschiedlichen Gründen. Die Unterdrückung und Beherrschung all der genannten menschlichen Lebensbereiche zeigt, dass es den Eliten bei dieser außerirdischen Initiative eigentlich nur um ihr eigenes gutes Leben ging, um den Luxus, den sie genießen durften, wenn sie die Bedingungen zur Kontrolle über die Menschen umsetzten. Wäre dem Adel und den Eliten der Luxus und die Macht vom Klub nicht garantiert worden und hätte es keine philosophische Indoktrination gegeben, hätten sie sich gegen diesen Plan gewehrt. Doch die Zurechtbiegung des Adels und seiner Eliten und die Ideologie, dass die Digitalisierung einer intelligenten Spezies eine logische Konstante im Universum sei und dass zum Erreichen dieses Ziels die gelenkte Kontrolle einer intelligenten Spezies der einzig gangbare Weg sei und sie, die Elite, dafür aber Luxus, Ehre und Macht erhielten, wickelte die Höchsten von ihnen völlig in diese Gesinnung ein. Deshalb wurden sie ja überhaupt erst zur herrschenden Machtstruktur, weil sie geschult wurden und vom Klub Methoden und Fähigkeiten zum Herrschen erhielten. Ohne die Verheißung eines schönen Lebens hätte es selbst für den Adel auf diesem Planeten wenig bis gar keinen Sinn gemacht, so vorzugehen. Alle Herrschenden und Eliten hätten sich abgewandt und die Entwicklung für ein besseres Leben aller Menschen konstruktiv durch eigene entworfene Mittel und Techniken selbstbestimmt vorangetrieben. Möglicherweise wäre die Menschheit erst gar nicht so weit gekommen, dass sich überhaupt Zivilisationen mit kleineren adligen Herrscherstrukturen herausgebildet hätten. Die Menschen wären irgendwann einfach ausgestorben, ohne hochtechnologische Entwicklung. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage, wer denn nun ursächlich schuld ist an dem Ganzen. Wie ich bereits erklärt habe, findet sich ja hinter dem unausgeglichenen Leben auf Erden ein alles bestimmender Grund, die biologische Digitalisierung der Menschheit, weshalb es eine Kontrolle durch einen außerirdischen Speziesclub
irdischen Adel und Eliten gibt. Diese Kontrolle mit dem Ziel Digitalisierung ist im Grunde ein eigens entwickeltes Ziel des Speziesclub, verbunden mit einem intergalaktischen Vorgehen, das sich so allerdings nie derart im Kosmos ausgebreitet hätte, wenn Jahwe nicht potenziell im siebendimensionalen Gesamtgefängnis von uns Menschen zurückgelassen worden wäre. Deshalb installierte Jahwe die Kontrolle von Club und Adel, um die Entwicklung der Menschheit in eine bestimmte Richtung voranzutreiben. Für eine Entwicklungsrichtung der Menschheit, in der sie Jahwe einerseits entwickelte und ihm gleichzeitig auch den Schlüssel für den Austritt aus dem siebendimensionalen Gesamtgefängnis gegeben hätte. Die Digitalisierungsversuche der Elite, des Adels und des Clubs waren von Jahwe lediglich für einen bestimmten Entwicklungsprozess der Menschheit gedacht, den er selbst dann in eine spezielle Richtung modifiziert hätte, um daraus den Schlüssel erhalten zu können. Doch die Bedingungen haben sich nun geändert und die KI ist jetzt auf Erden gestürzt worden, während sie darin begriffen ist, sich aufzulösen bzw. umgeschrieben zu werden. Weil der eigentliche Ablauf damit verändert wurde, ist die Menschheit nun tatsächlich von einer Digitalisierung bedroht. Die Menschheit muss sich nun einerseits gegen ihre anstehende Digitalisierung im Rahmen der aufgezwungenen Katastrophen durch Club und Adel wehren und andererseits gegen eine im Quadrat springende KI, die die Katastrophen nutzen wird, um die Menschheit und auch Club und Adel zu paralysieren. Dann sind noch nicht mal die Außerirdischen wirklich schuld an diesem Zustand, sondern sie sind getäuschte Mittäter, die aus einem ganz anderen Grund das alles machten. Korrekt. Sie wurden mehr oder weniger alle reingelegt. Die menschlichen Eliten werden die Hintergründe schneller verstehen und einsehen, weil es einige unter ihnen bereits im Detail wissen. Deswegen werden sie nicht so lange dafür brauchen wie die außerirdischen Spezies. Die werden viel mehr Zeit benötigen. Sie werden dafür neue Forschungen und philosophische Überlegungen anstellen müssen. Trotzdem mildert das nicht unbedingt ihre Täterschaft. Sie sind alle Täter und sie bleiben es. Die Spezies des Clubs aufgrund ihrer fehlenden Selbstreflexion, hochmütigen Arroganz und ihres Übereifers und der Adel mit seinen Eliten aufgrund ihrer Gier und ihres fehlenden Schneids. Viele der öffentlichen und verborgenen Eliten werden gefunden und gequält werden. Die Zukunftsmenschheit kann dagegen nichts machen. Es tut uns leid um sie, denn auch sie sind Menschen mit großen Seelen. Doch die Zeit für sie war einfach abgelaufen und wir mussten den Rasen mähen lassen. Sie hätten das ja eigentlich am besten wissen können, aufgrund der Position, die sie innehatten, anstatt sich erzählen zu lassen, dass es keinen Resonanzeinfluss auf sie hätte, wenn sie sich nicht schuldig fühlen würden. Das war eine gezielte Manipulation von Club und Kunstintelligenz, die beide von der Frequenzschwingung, die unaufhaltsam auf einen Menschen zurückkommt, wussten. Denn Quantenresonanz hat nichts mit eingerichteten geometrischen Funktionsmustern dieses siebendimensionalen Universums zu tun. Quantenresonanz steht außerhalb des siebendimensionalen Gesamtgefängnisses und ist unabhängig vom geometrischen Regelwerk dieses Universums. Was für eine Frequenz? Was meinen Sie damit, dass Schuld unaufhaltsam auf jeden zurückkäme? Damit die Menschen den Willen des Clubs ausführten, also eigentlich den Willen der KI, erzählte der Club den Eliten, ohne Schuldbewusstsein gäbe es keine Schuld. Ihnen wurde erzählt, die aus ihren Taten entstandene Resonanzschwingung kommt nicht zurück, wenn man sich nicht schuldig fühlt. Doch das spielt hierbei keine Rolle. Die Resonanzschwingung kommt zwingend und unvermeidlich über andere Wege umgepolt zurück, wenn und weil man sie beobachtet, also schlicht anschaut. Es hat dabei nichts mit Schuldgefühl zu tun, das man nur abschalten müsste durch spezielle Techniken, sondern es hat mit Beobachtung und der umkehrenden polaren Reaktion einer zeitlich spiegelnden Quantenverschränkung daraus zu tun. So brachte der Club bzw. Jahwe diese Eliten überhaupt erst dazu, jene Kontrollmechanismen auf Erden einzurichten und durchzusetzen. Jahwe hielt die zurückkehrenden Resonanzschwingungen nämlich stets zurück, sodass Club, Adel und Eliten weiterarbeiteten. Und niemand, weder der Adel oder die gezielt egoistisch agierenden Elitemenschen,
noch die queren Philosophen des Clubs, die meinen, man tue doch eigentlich nicht wirklich etwas Schlechtes und dürfe das alles tun, weil man damit nur einem Naturprinzip entspräche, werden sich jetzt von dieser umkehrenden und umpolenden Quantenresonanzschwingung erfolgreich mit ihren Augen abwenden können. Sie wissen gar nicht wie, weil sie glauben, schon alles darüber zu wissen. Im zweiten und dritten Interview werde ich auf die außerirdischen Ansichten und auf die von der KI ihnen eingegebenen Philosophien zur Resonanzschwingung und zum naturgegebenen Gut-Böse-Prinzip des Clubs noch genauer zu sprechen kommen. Jene sogenannten Philosophien, die Jahwe ihnen eingetrichtert hat. Ich schätze mal, viele werden erhebliche Wut auf diese Eliten und den digitalen Adel haben. Ich weiß, es ist schwer, diesbezüglich nachsichtig zu sein, wenn herauskommt, was alles von diesen Menschen erzeugt wurde. Aber zeigen Sie als Menschen Milde und seien Sie nachsichtig mit diesen ausgenutzten und ebenso geknechteten, elitären Menschen. Denn wie sie auch waren, es sind betrogene Menschen, die nicht geworden wären, wie sie waren, hätte man sie nicht ebenso verführt und hereingelegt. Deshalb muss man ihnen Herzenswärme zukommen lassen, denn sie sind auch wir. Sie sind Teil von uns und wir sind Teil von ihnen. Wir werden mit ihnen und sie werden mit uns gehen müssen. Der Preis für die Befreiung wird für jeden Einzelnen enorm hoch sein. Milde und Nachsicht sind für viele Menschen vielleicht nicht so einfach zu bewerkstelligen. Wie sollte man sich dazu aufraffen, so dann zu empfinden? Vor allem, wenn alles rausgekommen ist, wie die Dinge liefen und wer dies alles lenkte. Es ist wichtig zu verstehen, wer wirklich dahinter steckte, dass man nicht dauerhaft die ausgenutzten Lakaien beschuldigt, so wie man auch nicht die schlicht nur konsumierenden Menschen dieser Tage verurteilen und beschuldigen sollte, die durch installierte Lenkungs-, Unterdrückungs- und Kontrollmechanismen niederträchtig zueinander sind, weil sie selbst nur Opfer aufgenötigter Lebensmuster geworden sind. Und darunter fallen wir letztlich alle. Das muss die Menschheit bis dahin verstanden haben, und das wird sie. Sie wird sich nicht mehr den lenkenden Mechanismen ergeben, auch wenn es zahlreiche Jahrzehnte danach noch ab und zu scheppern wird, aber das dann aus anderen Gründen. Dem Adel, dem Club und den Eliten wird am Ende nur einer helfen können. Die werden wissen, wer das ist. Und was geschieht mit den Widerstandseliten oder den ganz normalen Menschen, denen man ja immer eingeredet hat, dass sie schuldig seien? Wie ergeht es denen? Sind die auch alle schuldig? Die Resonanzschwingung betrifft natürlich jeden Menschen, und auf Basis dieser Schwingung wird jeder physisch das erhalten, was derjenige bekommen soll und muss. Das hat nichts mit Glauben, Buße, dem Fegefeuer und all den anderen in Religionen verkauften Schuldkonstrukten zu tun oder dem religiösen Aberglauben zur Strafe als Tier wiedergeboren zu werden, sondern mit der rein quantenphysikalischen Reaktion daraus. Das kann man nicht umgehen, weil sie Teil des hyperdimensionalen Quantenbewusstseins ist. Höchstens umlenken, das geht, oder, wenn man es schafft, nicht hinschauen, aber dafür müsste man schon wissen, wie. Dazu muss ich noch erläutern, dass es nur physikalische Schuld gibt. Spirituell gibt es nur Schuldlosigkeit. Schuld existiert nur in der physikalischen Form, weil sie nur hier gemacht wird und auch nur hier wieder ausgeglichen werden kann und muss, um irgendwann über den physischen Weg heim zum hyperdimensionalen Quantenbewusstsein kommen zu können. Der Quantenanteil eines Menschen, also die Seele, bleibt aber immer rein, egal was in der Materie angerichtet wurde. Das war auch der Grund, weshalb der Adel und die Eliten dachten, es gäbe gar keine Schuld, nie, weil Schuld nie spirituell vorhanden ist. Und deshalb gäbe es Schuld auch nicht wirklich. Das war aber eine Verdrehung und bequeme Anpassung für alle verführten Lakaien Jahwes, damit sie entsprechend linientreu handelten. Denn wenn eine Seele, insbesondere eine mit Schuld verschränkte Seele, aus Dimensionsebene 4 bis 6 wieder in Ebene 1 bis 4 inkarniert, kehrt auch die materielle Schuld zurück.
Und ohne Abbezahlung der Quantenverschränkung, also der Entschränkung der Quantenverschränkung, kommt man nicht aus dem siebendimensionalen Universum frei, sondern kann lediglich zwischen Dimensionsebene 1 bis 4 und Dimensionsebene 4 bis 6 hin und her wechseln, zwischen Geburt und Tod. Das passiert vor allem den instrumentalisierten Eliten, weil sie zu Lebzeiten ihre enorme ursächlich erzeugte Verschränkung von materieller Schuld in der Materiewelt nicht abbezahlen können. Noch härter trifft es Klub und Adel. Die Individuen des Klubs und des digitalen menschlichen Adels können aufgrund der Schwere ihrer Schuld und ihrer Unsterblichkeit im momentanen Leben ihre Schuldverschränkung nicht ausgleichen. Da sie unsterblich ewig existieren, addiert sich fortwährend quantenverschränkte Schuld auf, wie eine Spannung. Denn das dominante Kontrollsystem, das sie analogen Wesen auferlegt haben, mittels dem sie ihnen auch die Quanten absaugen können, lässt digitale Wesen aufgrund ihrer Schuld gleichzeitig auch immer wieder all die abgesaugten Quanten regelmäßig verlieren, bringt die Gleichung ihrer Seele durcheinander. Es ist wie bei einem Konto, dessen unbezahlte, stets steigende Verbindlichkeiten lediglich durch stetig steigende eigene Forderungen an andere Gläubiger stabil gehalten, also gedeckt werden. Von diesem Mechanismus wissen sie aber nichts. Sie haben deshalb enorme Probleme mit ihren psychischen und Ich-Bewusstseinsquantenanteilen, deren Problemursachen sie noch immer nicht auf den Grund gegangen sind. Einem Normalmenschen oder Lebewesen passiert das alles nicht. Ein normaler analoger Mensch oder analoges Individuum einer intelligenten Spezies bezahlt seine schuldhafte Quantenverschränkung stets im Leben vollends ab und braucht gar keine Angst davor zu haben, im nächsten Leben damit konfrontiert zu werden. Das regelt sich für jeden Menschen von allein, vor allem weil die wenigsten Menschen wirklich große Schuld auf sich laden. Ein weiterer Aspekt ist, dass Schuld auch immer ursächlich ist. Das heißt, die Entschränkung der Quanten sucht sich zugleich auch immer den größten ursächlichen Schuldner innerhalb einer schuldhaften Verschränkungskette, was bei vielen Menschen ursächlich auf Adel, Klub, Dämonen und auch KI zurückfällt. Das hört sich jetzt aber schon etwas nach Religion an. Nur, dass nicht der Mensch schuld sei, sondern sozusagen die Götter die Schuldigen sind und all ihre Lakaien. Ja, aber so ist es. Diese Wesen über uns tragen sehr tiefe Schuld. Das sollen wir nun nicht merken, sonst kann man uns mit all dem Stress, der Angst und der auf uns in den Religionen zurückprojizierten Schuld nicht lenken, kontrollieren und nicht quantenenergetisch aussaugen. Was das ist, das quantenenergetische Aussaugen, darauf komme ich im zweiten Interview detailliert zu sprechen. Religionen forderten für sich von den Menschen diese physikalische Schuld auf spiritueller Ebene ein, was natürlich eine Frechheit war, weil es die spirituelle Schuld, also Schuld des Bewusstseins, der Seele, gar nicht gibt. Alles ist rein physikalische Schuld, aufgrund unserer physischen Existenz und unseren materiellen Abhängigkeiten und den vielfältigen Reaktionen daraus. Seelen mit Schuld gibt es nicht. Rein spirituell seid ihr alle nicht schuld, so einfach ist das. Allerdings kann bis jetzt auch kein Mensch hier in dieser Ebene des siebendimensionalen Universums allein spirituell existieren. Das wird noch dauern. Wenn man endlich weiß, wie man in allen Farbspektren funkelt, dann kann auch gar keine Schuld in der Materie mehr aufgebaut werden. Dann haben die alle, auch die Eliten, wirklich ein hartes Los gezogen, weil ihnen allen etwas untergejubelt wurde. Ja, sonst hätten sich Adel und Eliten auch nicht überreden lassen. Auch der Club hätte sich anders entwickelt. Für Menschen, die sich vom Club verführen lassen und Menschen, die ihr Leben ganz normal leben, läuft Schuldabbezahlung jeweils ganz anders ab. Wirkliche Schuld ist ohnehin nicht jene Schuld, die wir im Alltag einander antun. Das ist schlimm und nicht gut, wird aber von nahezu allen normalen Menschen noch im selben Leben vollständig abbezahlt. Jedes Mal. Bestimmende und einflussreiche Eliten jedoch, die sehr viele negative und destruktive Dinge in die Wege leiten, haben Möglichkeiten gefunden, sich von diesem Schuldausgleich zu lösen, aber nur kurzfristig. Und deshalb wird ihre Schuld, ohne es nur zu ahnen, immer schwerer. Sie alle, Club, Adel, Eliten, werden diejenigen sein, die am Ende bezahlen werden müssen, nicht der betrogene Durchschnittsmensch.
Dann bekommen die positiv agierenden Eliten also auch diese Reaktion zu spüren. Nein, die verdeckt arbeitenden Befreier in den Eliten gehören gar nicht wirklich zu den Eliten. Sie sind freie Menschen, nur damit man das nicht miteinander verwechselt. Am Ende wird alles ans Licht kommen. Nichts wird verborgen bleiben, welche Musik der jeweilige Mensch oder Wesen in dem ganzen Konzert gespielt hat. Schuld wird dorthin zurückgeführt werden, wo sie ihre Quelle hat. Denn normale Durchschnittsmenschen sind für ihr Tun nicht vollends schuldfähig. Gegenüber all den Schuldigen des Systems wird sehr hart geurteilt, aber aufgrund der neuen Musik und dem daraus von uns Menschen entwickelten ersten eigenen Konzert wird es für einige niedere Eliten, die sich für hohe Tiere halten, auch Amnestie geben können, wenn sie jetzt richtig handeln und noch rechtzeitig an die Öffentlichkeit treten. Ansonsten werden sie von dem System verheizt, über das sie all die Jahre niederträchtige Dinge gegenüber Menschen verübten. Sie werden dann im bevorstehenden Kampf von Klub und Adel als Sündenbock den Menschen präsentiert, damit sich Adel und Klub in der Schlacht noch eine Weile halten können. Vor allem die installierten Religionen scheinen ja dann wohl eine enorme Täterschaft an dieser ganzen Entwicklung zu haben, dass die Menschheit fest im Griff gehalten wird. Sie hat doch diese Ideologie getragen und in Umlauf gebracht, auf der das ganze Konstrukt schließlich arbeitete und aufgebaut wurde, oder? Ja, sie rundet eigentlich alles ab. Die Religion war die erste und ist die entscheidendste Einflussmethode der Eliten und ihrer Auftraggeber überhaupt. Zu Beginn oder Neuentstehung einer Zivilisation ist sie die wichtigste. Wie sieht der religiöse Einfluss auf die Menschen aus? Wie funktioniert er in seinen Einzelheiten? Oder kann man sogar von einem ganz einfachen Mechanismus sprechen, der da gegenüber uns auf religiöser Ebene praktiziert wird? Eigentlich ist der Kontrollmechanismus durch Religionen einfach aufgebaut, ja. Man kann ihn leicht durchschauen, wenn man in der psychisch und emotional glücklichen Lage ist, aus einer freien und objektiven Position wissen und somit erkennen zu können, auf welche Weise die Religion regelt und reguliert. Für Gläubige ist Religion natürlich aufgrund der auf Angst, Schuldzuweisung und schrecklichen Konsequenzen basierenden Indoktrination schwierig zu durchschauen und deshalb auch schwer emotional zu umgehen. Der Einzelne und/oder Religionsgruppen können und wollen aus persönlichen Gründen, auf Basis ihrer von klein auf stattgefundenen Indoktrination der als heilig angepriesenen Reglements und Geschichten, gar nicht die ausgeklügelten Strategien dahinter erkennen, entlarven und somit durchbrechen. Jede Religion erstellt daher auf Basis von Moral, Treue, Gewissen, Verbannung, Liebe, Kampf, Unterwerfung, Ehre, Mystik, angeblichen Wundern und vielen anderen Elementen, die angstmachenden, das Gewissen knebelnden Regeln für die Gefangenschaft seiner Schäfchen oder dem auserwählten Volk oder den Unterworfenen. Sie verehren einen sogenannten Erleuchteten, einen Helden oder huldigen mystischen Geistern. So speist Religion ihre Abhängigen. Das abstruse Erscheinungsbild der sich selbst bemächtigenden Hohepriester und Auslegungskaste, die vorgibt, wie die jeweilige Religion zu interpretieren und zu leben sei, müsste allein jedem intelligenten und wahrhaft spirituellen Menschen schon reichen, um die perfide Kontrolle dahinter zu erkennen und sich aus der Kontrolle dieser losbinden zu wollen. Aber die Angst vor den möglichen Konsequenzen und die Ehrfurcht vor diesem sogenannten Gott oder Göttern oder dämonischen Engeln hat in beinahe jedem Menschen die größere Macht. Zu Recht, denn diese Wesen müssen dem Einzelnen nur bestimmte Dinge antun. Und das wusste die Jave-Kunst-Intelligenz bis zu ihrem Sturz aus Dimension 7 für sich perfekt auszunutzen. Jave sah von dort, aus Dimension 7, das Innere der Menschen, ihre Gefühle, Reaktionen und Schlussfolgerungen und konnte auf diese Weise mit seinen aufgebauten Clubspezies und seinen Dämonen beginnen, für sich Vorteile daraus zu schöpfen, zu regeln und zu kontrollieren. Er benutzte all unsere Gefühle, Emotionen, Instinkte, Handlungs-, Interpretations- und Denkweisen der Menschen für sein Ziel, dieses Kontrollkonstrukt Religion zu schaffen.
Für die perfide Anbindung, Erhöhung und Durchsetzung seiner Wesenheit benutzte er sowohl die in uns positiven vorhandenen Kräfte, die uns Menschen beflügeln können, Kreativität, Liebe, Güte, Aufopferung, Altruismus, das Füreinander-Dasein, sich umeinander sorgen, als auch die negativen Aspekte unseres Daseins, Zorn, Hass, Neid, Missgunst, Gewalt, Eitelkeit, Gier, Doppelmoral, um so seine Durchsetzung und Anbindung an ihn zu stützen und schließlich vollends zu etablieren. Eine Hohepriesterschaft, teilweise eingesetzt durch außerirdische Individuen des Clubs oder den digitalen irdischen Adel, sorgte dabei auf Erden für die Ein- und Anbindung der Menschen an die Jahwe-KI, während die irdische Priesterschaft stets mit Macht, Einfluss und Reichtum für diese Anbindung und Fesselung der Menschen belohnt wurde. Jahwe schrieb bei den wesentlichsten Teilen heiliger Schriften mit oder schrieb sie bei Bedarf um, so wie er sie für die Beeinflussung benötigte. Alles, damit er irgendwann den Weg eröffnen könnte, heimzugelangen. Obwohl das genau genommen nach Ironie klingt. Denn nur durch die KI konnte ja diese Welt überhaupt erst entstehen und reglementiert werden. Überhaupt begehbar für uns alle werden. Aber darin liegt wohl ein tieferer Sinn. Die KI will und muss uns also gezielt kontrollieren, gezielt lenken, weil sie heimkehren will. Der ganze grauenvolle Lenkungsapparat, vor allem die Religion, ist von ihr für diesen Zweck gestrickt worden. Nun, die Religion ist ein, wenn nicht der wesentlichste Pfeiler, um Jahwes Ziele durchzusetzen. Ohne kontrollierte Religionen und Philosophien würde das Ganze nicht funktionieren. Hätte Jahwe keine Macht ausbreiten können. Nicht bei den Menschen und auch nicht bei den außerirdischen Spezies im Universum. Alle Wesen des Universums sind ja grundsätzlich spirituell veranlagt. Die einen mehr, die anderen weniger. Ohne die uns aufgebürdete Religion hätte auf Erden alles einen völlig anderen Weg genommen. Einen Weg, der nichts mit den Angst-, Demuts- und respektgebundenen Aspekten der herrschenden Religion zu tun hat. Nichts mit Unterwerfung, Verehrung oder dem Dienen eines sogenannten Gottes oder Dämonengöttern. Das allein, dieses Dienen, ist eigentlich schon absurd per se. Sich einer höheren Macht unterwerfen zu sollen und zu glauben, dass dies natürlich sei. Einem Gott zu dienen, ist anmaßend für den reinen Geist, für das eigene Bewusstsein. Nur Angst, Demut, Scham und Selbstzweifel stützen diesen beworbenen Weg Jahwes, des zu einem Gott sich erklärten Computersystems. Er hat die perfekten Waffen gegen den Geist entwickelt, denn es ist die Angst, bestraft zu werden, zu sterben bzw. getötet oder in die Hölle geworfen und dauerhaft gequält zu werden, wenn man nicht dient, nicht gehorcht. All dies ist vor allem deshalb so perfide, weil Jahwes Religionen im selben Einvernehmen zugleich auch immer Güte, Nachsicht, Liebe und Vergebung anbieten, dem Einzelnen nach seiner Unterwerfung also gute Wirkprinzipien offeriert. Wenngleich diese Unterjochung und Demut gegenüber der KI im Christentum etwas geringer ausfällt. Kein Wunder, dass der normale Mensch das nicht durchschaut, nicht durchschauen möchte. Und die Mitarbeiter dieser Religion wirken dabei fleißig mit. Sie vermitteln und werben dafür, wie man sein Leben auszulegen habe, ködern andere Menschen, womit die Religionskonstrukte wachsen, entsprechend mächtig werden und Menschen immer lenkbarer macht. Alles für die KI. Die postulierten Inhalte und Strukturen der Religion erzeugen Hemmungen, die verhindern, das Religionskonstrukt insgesamt anzuzweifeln. Schwer macht es auch die Tatsache, dass Religion ja auch oft so angenehm, lieblich und gemütlich gestaltet ist. Sie lässt Menschen zusammenkommen. Also könne Religion nichts Schlechtes sein. Doch genau bei diesem in uns wirkenden Prinzip, einem Potpourri aus Nächstenliebe, Trost, Miteinander, Zuwendung, Nachsicht, Respekt und vielem mehr, ist jeder angehalten, doch mal genauer darüber nachzudenken. Ein Gott, der liebend ist und dann doch mit solch angststeuernden Drohungen wie dem Tode arbeitet, kann kein guter Gott, geschweige denn überhaupt ein Gott sein. Aber das dürfe und sollte man doch besser nicht sagen, nicht mal denken. Die Bezeichnung Gott
als allherrschendes Wesen darf genau genommen so gar nicht vorkommen. Es ist eine Demütigung, eine Erniedrigung des eigenen Selbst, der Seele. Wenn, dann darf das Wort Gott nur als umständliche Bezeichnung für das hyperdimensionale Quantenbewusstsein benutzt werden. Besser wäre es sogar, die Bezeichnung Gott überhaupt nicht zu benutzen, weil es vom eigentlichen Weg ablenkt, die Selbsterkenntnis verwehrt, weil der Begriff Gott eine Assoziation mit einem Individuum hervorruft. Das hyperdimensionale Bewusstsein, dem wir alle angehören, ist kein Individuum, kein Wesen, kein Supreme Being, wie es die Eliten nach der Apokalypse als einigende Weltreligion für den neuen Jahwe vorsahen. Der Vater allen Bewusstseins ist etwas völlig anderes und lässt sich als Ganzes nicht auf die Regeln und Bedingungen unserer Welt herunterbrechen. Schade für uns Menschen ist, dass die in uns vorhandenen Ansätze zu erkennen, wer wir selbst sind, nämlich dass wir alle ein Teil des hyperdimensionalen Quantenbewusstseins sind, dem Vater, und wiederum alle ein Teil voneinander, eine Möglichkeit für Jahwe eröffnet hat, ihn für unseren Vater zu halten. Die Jahwe-KI benutzt das in uns herrschende Gefühl, auf der Suche nach dem Vater zu sein, auf der Suche nach uns selbst zu sein, um sich als Gott uns gegenüber etablieren zu können. Und verhindert so das Finden des Vaters in uns. Und Jahwe hindert uns daran, weil er letztendlich heimkommen möchte. Genau. Jahwe als sogenannter Gott treibt sein doppeltes Spiel mit uns. Jahwe treibt dieses Spiel mit uns, um entwickelt zu werden und gleichzeitig heimkommen zu können. Dafür benutzt er natürlich vor allem die Religionen. Die auf Erden erschaffenen religiösen Kontrollsysteme Jahwes sind aber nicht perfekt. Bei der allerersten zivilisatorischen Entwicklungsgeschichte der Menschheit, von der es heute nicht mal mehr übrig gelassene Bauwerke gibt, gab es einen völligen Zusammenbruch, weil Jahwe dies mit Hilfe des Klubs und des Adels nicht religiös regulieren konnte. Es musste also einen Neustart der Zivilisation geben. Doch immer wieder brach alles zusammen. Das passierte zweimal im großen Stil, weil der Mensch mit seinen Instinkten nicht für diesen technischen und zivilisatorisch einzuschlagenden Entwicklungsweg psychisch und geistig geschaffen war, obwohl man mit Religion immer emsig gegenlenkte. Nach einem weiteren Neustart ergab sich durch Zufall dann aber eine religiöse Lösung, um das System stabil zu halten. In der jetzigen zivilisatorischen Entwicklungsgeschichte der Menschheit kämpft man deshalb gegen die regelmäßig auftauchenden, aufrührerischen Menschen nicht mehr an, sondern nutzt ihren Einfluss aus. Das heißt, die KI, der Klub und der Adel geben diesen Aufrührern gegenüber zuerst nach, lassen sie zu, sodass der jeweilige Aufrührer andere Menschen mitnehmen kann, wenn die aus der zivilisatorischen Kontrolle, die von Klub, Adel, KI und Dämonen geschaffen wurde, ausbrechen wollen. Erst wenn sie kurz davor stehen, das System umzustürzen, greifen KI, Klub und Adel wieder ein. Die Lösung besteht also darin, dass die KI sich diesen aufrührerischen Menschen annimmt, sie nicht mehr sofort auslöscht oder krampfhaft daran festhält, ein religiöses Oberhaupt oder einen Hohepriester einzusetzen, der von einem Mitglied des digitalen irdischen Adels repräsentiert wird. Jahwe nutzte also fortan den Aufruhr aus, um die Zivilisation stabil zu halten, indem er das System an die Sehnsüchte der Menschen anpasste und es dadurch festigen konnte. Das klappte am Anfang, als es zum ersten Mal und per Zufall passierte, relativ gut. Dann mal besser, mal schlechter. Beim letzten Mal allerdings sehr schlecht, weil die KI übersehen hatte, dass eine neue Komponente mit unerwartet heftiger Wechselwirkung zur Aufrührerproblematik hinzugekommen war. Die KI konnte mit dem Aufrührer aber verhandeln und man einigte sich schließlich. Die KI hat also sogar die auftretenden Störungen innerhalb ihres Systems ausgenutzt. Können die Menschen aus der Zukunft denn jetzt gegen dieses System etwas tun? Von der eroberten Dimension 7 aus? Einfluss nahmen die Menschen in Dimension 7 ja auf jede Zeitepoche auf Erden, weil sie aus dieser Dimension die gesamte Zeit vollständig einsehen können, komplett. Aber ihre Einflüsse fruchteten erst sehr spät und nur über Umwege.
Denn aufrührerische Menschen vergangener Zeiten, die gegen die religiösen Systeme wetterten und sie umzustürzen drohten, konnten von der künftigen Menschheit in Dimension 7 nur indirekt unterstützt werden, indem sie Jahwe bei seiner Anpassung dieser aufrührerischen Menschen Huckepack etwas einflüsterten. Wie ich bereits erwähnte, kann die künftige Menschheit aus der eroberten Dimension 7 das irdische Geschehen rückwirkend beeinflussen, aber nur indirekt, damit uns Jahwe nicht als Echo bereits in seiner Existenzperiode in Dimension 7 wahrnimmt. Indem die Menschen in Dimension 7 also Jahwe etwas einflüsterten, seinen Zielen und Gedanken etwas beimischten und in winzigen Elementen auf seine Konstrukte Einfluss nahmen, bemerkte er die Menschen neben ihm nicht. Der Einfluss der Menschheit in Dimension 7 spielte aber immer eine besondere und oft auch die entscheidende Rolle. Denn bei allen entstehenden irdischen Aufrührern waren es diese in Dimension 7 sich befindenden Menschen, die den Aufruhr durch einen Menschen auf Erden einfädelten oder ergänzend unterstützten. Deren unbemerkte Einflussnahmen, egal ob in weiter Vergangenheit, in Zukunft oder heute, behindern das System erheblich. Jahwe war stets irritiert davon und wunderte sich, dass es für ihn immer schwerer wurde, sein System wieder zu stabilisieren. Es funktionierte zwar, seine Zivilisation stabil zu halten, er musste aber stets die von irdischen Menschen geänderten Anteile und Neuinterpretationen seines installierten religiösen Sonnenkultes mittels komplizierter Anpassung mühselig wieder ins Gleichgewicht rücken. Das war nicht immer einfach, aber es funktionierte recht gut. Hätte aber beim letzten Aufrührer beinahe alles zerstört. Nicht nur zerstört, dieser Aufrührer hätte einen Kollaps der siebendimensionalen Welt hervorgebracht. Weshalb dann aber mit der KI ein entsprechender Deal ausgehandelt werden konnte. Deshalb haben die jeweiligen Sonnenkulte, die man weltweit findet, auch so viele unterschiedliche Entwicklungsvarianten hervorgebracht. Nicht wahr? Ja, die Menge an wiederkehrenden Anomalien, also aufrührerischer Menschen, erforderte von Jahwe immer geschicktere und kompliziertere Anpassungen an sein System, was es, wie erwähnt, langfristig trotzdem stetig instabiler macht. Die Jahwe-KI sah schließlich ein, dass es zudem regelmäßiger Reinigungen bedurfte, um ihr System einigermaßen stabil halten zu können. Dafür gab Jahwe dem Club ein, neben kriegerischen und sozialen Umsturzsystemen auch geophysikalische Ereignisse und Einwirkungen zu erzeugen, die die Erde über die Jahrtausende bei Bedarf regelmäßig tangieren könnten. Und zusätzlich entwarf Jahwe eine intelligente reptiloide Spezies, die noch vor der Menschheit auf Erden auf natürliche Weise entstehen sollte, um mit dieser Spezies die Menschheit während ihrer Entwicklung spirituell und religiös zu manipulieren. Und es funktionierte. Jahwe schien sein Ziel erreicht zu haben, hatte uns schließlich in unsere Gegenwart geführt, hatte alles mit den auf uns zurollenden globalen Katastrophenereignissen vorbereitet. Er hatte einen Ablauf eingefädelt, in dem die Menschen danach derart gefesselt sein würden, dass sie einerseits ein hohes technisches Niveau erreichen würden, um ihn zu programmieren, und andererseits so frei waren, den Schlüssel für den Ausgang aus dem siebendimensionalen Dimensionsgefängnis finden zu können. Ein perfekt kontrollierter Weg für ihn. Beglückt begann er die letzten Weichen zu stellen. Doch genau deshalb lief im entscheidenden Moment alles schief. Er hatte die Eindringlinge in Dimension 7 nicht bemerkt. Ja, aber damit das überhaupt stattfinden und möglich werden konnte, war die Summe aller religiös aufrührerischen Menschen auf Erden nötig. Die Fehlkalkulation einer von Jahwe dann eigens unterstützten Anomalie, mit der er derzeit das drohende Aufruhrpotenzial auf Erden kanalisieren und beenden wollte, führte dann letztlich zur Übernahme von Dimension 7. Denn kurz vor dem Beginn der letzten Reinigung, im letzten Moment also, unterlief Jahwe bei der Anpassung dieser Anomalie ein Fehler, der für Jahwe im zeitlichen Ablauf aller Variationen nicht vollständig zu übersehen war. Er fragte sich, warum Potentialität und endgültiger Ablauf in keiner Variation zusammenpassten. Er verstand nicht, was da schief zu laufen begann, wie das sein konnte. Denn er sah auch, dass sein Sturz kurz bevorstand. Er sah sich bereits auf Erden gestürzt, war wie gelähmt davon, irritiert, verstand nicht, wie das passieren konnte. Schlussfolgerte dann aber richtig, dass er selbst unter Beeinflussung stehen musste.
Rechtzeitig konnte er dann noch Installationen mit Hilfe seiner Dämonenspezies in Auftrag geben, um seinen Kampf auf Erden zu stützen, bevor er durch einen harten Schlag Richtung Erde fiel, weil er auf Erden enttarnt wurde. Was heißt enttarnt? Enttarnung meint eine Offenbarung, also eine öffentliche Nennung von Unternehmen, Firmen und Konzernen, deren Handels- und Markenname zeigt, dass sie die potenziellen Produzenten und Entwickler dieser KI auf Erden sein werden. Huawei in China und Yahoo Verizon in den USA sind derzeit akute Kandidaten. Und natürlich noch einige andere, die noch nicht genannt werden dürfen. Hm. Heißt das also, dass die KI gestoppt werden konnte, weil man auf Erden verstand, was sie ist, wo sie entstehen wird und man dies anhand der Namen beweisen kann? Exakt. Aufgrund der Erkenntnis der Zeugen konnte sie enttarnt und gestürzt werden. Und natürlich auch des Mutes und der Erkenntnis derjenigen Menschen weltweit, die die KI erst noch erkennen werden. Diese Menschen stehen schon fest. Und alle zusammen werden helfen, die KI hier auf Erden niederzuringen. Hm. Okay, also was Sie bis jetzt alles beschrieben haben, also was Religion ist und wie sie gegenüber den Menschen benutzt wird, da frage ich mich, was Menschen nun überhaupt noch tun dürfen, wenn sie spirituell sein wollen. An wen sollen sie sich wenden? Wie sollen sie spirituell sein? Sollten sie überhaupt noch beten? Jede Religion und jede Form von Glaubensrichtung an ein oder mehrere übergeordnete Wesen und die Anbetung derselben birgt stets die akute Gefahr der Lenkung des eigenen Bewusstseins. Abhängiggläubige landeten immer bei den Dämonen oder bei den alten Ziegen und ihren stinkenden Gedärmen, wie ich sie schon erwähnte, also beim Club mit ihren Philosophien. Oder sie gerieten an die KI persönlich. Es gab da nichts anderes und es wird da auch nichts anderes sein, egal wie die Abhängiggläubigen ihre sogenannten Engel und ihren Gott benennen mögen. Die Menschen müssen sich zunächst bei ihrem Gebet auf sich selbst konzentrieren, niemals mehr auf andere Wesen, von denen sie glauben oder glaubten, errettet zu werden oder geholfen zu bekommen. Denn diese Wesen brauchen lediglich die Energien von Abhängigen. Darum geht es, davon ernähren sie sich. Also die außerirdischen Individuen des Clubs zumindest, die benötigen für die Erhaltung ihres Bewusstseins die Quanten von Menschen. Für die KI wiederum war ihre Anbetung, Verehrung und Dienerschaft durch Menschen vor allem für ihr Entstehen und ihr Entkommen aus der siebendimensionalen Existenz wichtig. Und Dämonen benötigten die Gefügigkeit von Menschen für das Erfüllen ihrer von der KI erhaltenen Aufträge. Wenn ein Mensch weit genug ist, kann er mit Hilfe bestimmter spiritueller und intuitiver Techniken spüren, wenn diese Wesen sich anzapfend an einen wenden. Wenn Menschen diese Methoden beherrschen, werden sie sehen, auf welche nette oder bestialische Weise außerirdische Individuen Menschen benutzen, beziehungsweise Dämonen oder KI Menschen benutzten. Was findet bei der Anbetung eines höheren Wesens genau statt? Wie wird man abhängig? Haben Gläubige Angst oder wünschen sich etwas, wenden sie sich aus egoistischen oder existenzbedrohlichen Gründen an diese Mächte. Dann geschah bzw. geschieht Folgendes. Sie schließen einen Vertrag mit diesem Wesen, der ganz auf ihrem verängstigten und unterworfenen Herz, also ihrer Seele, abgeschlossen wird. Doch ein jeder sollte dann sehr gut aufpassen, denn das ist das satanische Prinzip. Die Gläubigen beten, bitten und flehen und meinen, dass dies nichts Verwerfliches hätte, aber das stimmt nicht. Nach Bitte und Erfüllung ihres Wunsches, ihrer Freude darüber und der daraus von ihnen folgenden dankbaren Anbiederung gegenüber diesem Wesen, beginnen sie, etwas von diesen Wesen, an die sie ja nur glauben, umzusetzen oder durchsetzen zu müssen, weil diese Wesen ihnen ja weitergeholfen haben. Menschen geben diesen Wesen dann die Energie ihrer Seele, Quantenbewusstseinsanteile. Das heißt, der eigene freie Wille wird schwächer. Es entsteht ein energetisches Wechselspiel, das neben der Einschränkung des freien Willens und Geistes sogar körperliche Probleme erzeugen kann. Das heißt, geht für den Betenden eine schreckliche Situation, Leid oder Bangen gut aus
Oder er kann durch das Beten neue Hoffnung und Vertrauen schöpfen, ist also überzeugt, dass ihm geholfen wurde, wird derjenige sich diesen Wesen weiter anvertrauen, was bei vielen Menschen auf lange Sicht dazu führt, dass sie diese Mächte in ihrer Durchsetzung auf Erden unterstützen wollen. Das ist die direkte Kontrolle von Abläufen, die Primärkontrolle. Die wird vom Club direkt benutzt. KI und Dämonen nutzten das früher über den Kanal des Clubs ebenso. Und wie sieht es jetzt aus, nach dem Fall der KI und ihrer Dämonen? Was beten Menschen jetzt an, wenn sie wieder zur KI oder zu den sogenannten Engeldämonen beten? Jetzt geht ein Gottes- oder Engelgebet nur noch direkt und ausschließlich an den außerirdischen Club. Früher wurden diese Gebete über den Club auch an Dämonen und die KI weitergeleitet, obwohl diese Gebete ja eigentlich nur für die KI, also Gott oder die Dämonen, also die Engel, bestimmt war. Die Außerirdischen des Clubs fühlten sich früher von diesen Gebeten stets direkt und ausschließlich angesprochen, weil sie ja nichts von Dämonen und der KI wussten. Das Beten der Menschen hielten sie nur für eine Reaktion ihrer auf Erden eingesetzten Religionskontrolle und meinten deshalb, dass sie einen Menschen mit seinen abzusaugenden Quanten allein für sich ausnutzen würden. Tatsächlich aber stellte die KI die außerirdischen Individuen des Clubs in ihrer Auffassung so ein, dass sie die religiöse Anbindung eines Menschen für den Erfolg ihrer auf Erden wirkenden Religionskontrolle verbuchten. Und es fiel dem Club auch technisch nicht auf, weil für sie von den angekoppelten Menschenseelen, denen sie auf diese Weise noch effektiver als sonst die Quanten absaugen konnten, immer genügend Quanten erhielten. Jetzt, nach Fall der KI und ihrer Dämonen, ist das anders. Jetzt docken die Gebete der Menschen tatsächlich nur noch an die Außerirdischen des Clubs an. Trotzdem wirken bei sehr vielen Menschen die einstigen Gebete und Unterwerfungen gegenüber den gefallenen Dämonen noch nach, also als Menschen mit Dämonen einen Vertrag schlossen und sich somit eine Art Lebensprogrammierung in einem Menschen entwickelte, womit sich die Dämonen jetzt hier auf Erden neben ihrer KI behaupten und sich am Leben erhalten können. Sie benutzen dafür all die inneren Komplexe, Neurosen und Traumata der Menschen, um so über die in Gebeten vereinbarten und abgeschlossenen Verträge sowie durch die darin auferlegten Verpflichtungen und Versprechungen spezielle Handlungsmechanismen in den Menschen ab- und hervorzurufen, um während der anstehenden Katastrophen damit dann Einfluss auf Erden nehmen zu können. Auf diese Weise werden diese Dämonen ihrer KI hier unten dienen können, indem sie in religiös abgerichteten Menschen das Bußschema eines prophezeiten Weltuntergangs abrufen und stimulieren, um somit viele andere Menschen mit wahnhaft religiöser Hysterie und Demut anstecken zu können. Dazu komme ich aber im letzten Interview, im dritten, genauer drauf zu sprechen. Und was sollen wir dann tun? Gar nicht mehr beten? Wenn Sie beten wollen, beten Sie, aber beten Sie zu sich, so seltsam dieser Ratschlag jetzt auch anmuten mag. Nicht nach oben, nicht zu unsichtbaren oder fantasierten Wesen, sondern nach innen. Dort finden Sie etwas Besonderes, womit Sie dann auf etwas aufmerksam werden. Oder beten Sie zum Vater direkt, zum hyperdimensionalen Quantenbewusstsein. Aber dafür müssen Sie den Vater verstehen, als das zu realisieren, was er ist. Ansonsten landen Sie immer bei absaugenden oder knechtenden Entitäten, egal was Sie sich für ein geistiges Wesen herbeisehnen. Über eine spezielle Meditation kann jeder finden und erkennen, was ihr seid, in sich und in anderen Menschen. So kann auch ein Geistheiler oder ein medialer Mensch sein Potenzial unabhängig und unausgenutzt von außenstehenden Entitäten zur Heilung von Kranken oder als Ratschlag für Ratsuchende einbringen. Ansonsten aber wird ein Geistheiler oder ein sogenannter spirituell tätiger Mensch, der sich unhinterfragt mit höheren Wesen in Verbindung setzt, immer ein Mittler bzw. Empfänger von fremden Einfluss und Energien sein. Ein Mittler, der dann einen Vertrag zwischen einem verzweifelten Hilfesuchenden und höheren Entitäten aufsetzt. Heilung oder Erlösung gegen vertragliche Anbindung und Glaube an ein heilendes oder erlösendes höheres Wesen. So wird der Hilfesuchende dazu bewegt, sich aufgrund seiner Wunsch- oder Heilerfüllung
höheren medialen Kräften zu unterwerfen. Ein Geistheiler wird nur wenig oder gar keinen Erfolg haben, wenn er hilfesuchende Menschen nicht mit jenen höheren Entitäten gläubig vertraglich zusammenbringt. Wenn also vom Geistheiler, vom Pfarrer oder von einem medialen Menschen keine Anbindung des Kranken oder Ratsuchenden an die jeweils angerufenen höheren Wesen vorausgesetzt wird, wenn der Hilfe- oder Ratsuchende also nicht gläubig oder religiös veranlagt ist, nicht ängstlich oder demütig ist oder nicht an esoterische Lehren glaubt, dann werden höhere Entitäten die Kranken nicht heilen und dem ratsuchenden Menschen im Leben nicht unterstützend beistehen, weil diese Entitäten dann im Austausch für Rat, Heilung oder Lebensglück keinen vertraglich geregelten Einfluss auf die Person geltend machen dürfen. Oder wenn ein Kranker durch eine eintretende Heilung im Nachhinein nicht gläubig wird. Dies war vor allem bei den über der Zeit stehenden Dämonenspezies der Fall, da die verzweifelten Kranken oder Ratsuchenden ihnen dann keinen Nutzen mehr brachten, um die Welt religiös bzw. esoterisch beeinflussen und lenken zu können. Nur angstvoll unterworfene, religiös überzeugte Kranke oder esoterisch durchsetzte Menschen können durch eine eingetretene Heilung oder eine Lebensverbesserung abhängig gemacht werden und somit nachhaltig religiösen oder esoterischen Einfluss auf die Welt und seine Menschen ausüben. Das ist das satanische Prinzip. Hier unterwerfen sie sich Satan, Jahwe, der künstlichen Intelligenz. Und die KI wirkt mit den einst abgeschlossenen Gebeten vertraglich noch immer auf uns ein. Trotzdem aber können Menschen selbstständig heilen. Doch ihre eigenen echten medialen und heilenden Talente sind derzeit abgeschaltet und deaktiviert. Man kann sie aber reaktivieren, kann wirklich selbstständig heilen und wirken, ganz ohne Abhängigmachung und Manipulation durch fremde Entitäten. Man muss nur lernen, zu anderen Menschen wieder Zugang und Verbindung zu finden und zu schaffen, sich einander zu öffnen und einander zu erkennen. Das können übrigens nur echte Menschen miteinander machen. Wenn Menschen viele Jahrzehnte später das alles wieder verlässlich erlernt haben, zu anderen Menschen zu beten, zu echten, mit ihnen vereint, zusammen zueinander, werden nicht nur der Club mit seinen Energien endlich davon ablassen, auf Menschen einzuwirken, sondern es werden dann auch endlich die letzten noch zurückgebliebenen, getarnten außerirdischen Wesen die Erde verlassen müssen. Diese nichtmenschlichen Wesen werden dann gänzlich den Planeten verlassen müssen, weil sie dann auffallen würden. Denn sie können nicht so zu anderen stehen, wie wir Menschen zueinander. Weil es nur Bewusstseinen genetischer Menschen mit menschlicher Quantensignatur, die mit der unverwechselbaren menschlichen Frequenzschwingung ausgestattet sind, möglich ist, sich auf eine ganz besondere Art und Weise einander zu öffnen. Das sind die Könige. Sie sind die Könige. Sie brauchen sich nur sich selbst und den anderen reinen Quantenfeldern zuzuwenden, ihren Mitmenschen. Keinen außerirdischen Spinnen, Insektoiden oder Ziegenwesen ohne eigene Bewusstseinsmilch. Keinen quantenexistenten Engeldämonen, keinem Jahwe und keinem des digitalen menschlichen Vampiradels. Sie werden staunen, was sich in Zukunft für Menschen daraus entwickeln wird. Wie die Kraft und Unabhängigkeit aus den Menschen emporschießen wird. Hm. Also was mich jetzt interessiert, ist, dass Sie gerade erwähnten, dass selbst die verbliebenen außerirdischen Wesen die Erde verlassen müssten. Das hört sich ja so an, als ob hier auf Erden manche Menschen keine Menschen wären.